bisher übertroffen, untertroffen? Wie ist Ihr Fazit bisher? Wir hatten heute Morgen Frühstück mit einem großen Teil unserer Mitgliedfirmen. Die Erwartungen sind groß. Ja. Die Zufriedenheit mit den ersten 2 Tagen ist sehr stark. Ja. Waren sehr viele Besucher da. Ja. Ich musste mit Schmunzeln registrieren, dass einige unserer Unternehmen schon oder die Chefs schon heiser waren von den vielen Gesprächen. Natürlich ist die Erwartung weiterhin groß und wir erwarten speziell am Montag und Dienstag sehr viele internationale Besucher. Das muss man klar sagen, werden die stärksten Tage sein. Ja. Die Erwartungen sind da aber auch groß, weil die Auftragseingänge jetzt im ersten Quartal nicht so optimal waren. Wir hätten uns gerne ein bisschen mehr gewünscht, aber vielleicht ist die Interpack wie immer ein gewisser Katalysator und die vielen Aufträge kommen aus der Pipeline raus. Erstens das und zweitens, ich habe mir mal die VDMA-Zahlen der vergangenen 20, 30 Jahre angeguckt und da war ja die Interpack auch immer genannt, es war immer von den Impulsgeber die Rede und es war ja auch immer irgendeine Art und Weise berechtigt. Es war immer berechtigt und Interpack ist der Impulsgeber der Branche. Da darf man gar nicht drum herum reden und ich meine allein das Logo, wenn wir auf den Straßen fahren, Welcome Home. Ja. Das sagt eigentlich alles über die Interpack. Hier trifft sich die Fachwelt aus wirklich allen Ländern. Ja. Und die Fachwelt erwartet auch, dass es Neues zu sehen gibt, dass sich was bewegt, dass auch ein Blick in die Zukunft da ist. Was könnte sein in 5 oder 10 Jahren, ob von der Maschinentechnik oder von Materialien. Also das ist schon der Spotlight hier alle 3 Jahre und wir finden das ganz klasse. Absolut. Und auch das nochmal aufzugreifen aus unserem Preview-Talk, wie wichtig das ist und wie wichtig ist es zu bewahren, auch eine Weltleitmesse in Deutschland dieser Art zu haben. Also ich sag's mal so, das ist ja wie im Fußball, so ein Heimspiel. Ja. Die Welt kommt zu uns. Ja. Die Welt kommt zu Interpack und tauscht sich hier aus. Das sehen wir an den Ausstellerzahlen, an der Internationalität der Aussteller. Ja. Aber das sehen wir auch letztendlich auf den Besuchergängen und ehrlich gesagt, Deutsch ist schon eher hier eine Seltenheit. Ja, auch bei uns muss man sagen, im Programm, wir haben ja auch immer englisch-deutsche Slots, hatten gerade jemand da aus Estland, wir werden später noch internationaler werden, gestern jemand aus Vietnam. Das muss man wirklich sagen, das ist auch dieser einzigartige globale Spiegel, den wir vielleicht dann in Deutschland in diesen Zeiten haben. Aber Stichwort diese Zeiten, der gute Thomas Dose, Interpack-Direktor, hat ja im Vorfeld oft betont, dass diese Interpack wichtiger sei denn je. More important than ever. Wie würden Sie das einordnen, gerade vor dem Hintergrund der wirtschaftlich schwierigen Zeiten? Also ich halte sie für sehr, sehr wichtig. Also wir hatten jetzt die letzten 2 Jahre, waren wir nicht ganz begeistert. Gleichwohl die meisten unserer Unternehmen noch eine relativ gute Auslastung haben. Wir sind sicherlich auf der Sonnenseite oder sonnigeren Seite des Maschinenbaus. Okay. Also ich bringe immer den Plattenspruch, gegessen und getrunken wird immer. Und wir haben mehr höhere Weltbevölkerung und die wird auch noch steigen. Und der Bedarf auch an zum Beispiel verpackten Erzeuger und so weiter, der steigt stetig. Ja. Also unter dem Aspekt ist es eigentlich eine sexy Branche und wir erwarten ja weiterhin steigende Produktionszahlen. Die letzten 20 Jahre hatten wir ja ein kontinuierliches Wachstum per anno 4-5%. Wir waren im Maschinenbau nie ganz oben, aber auch nie mal ganz unten. Ja. Ich wollte jetzt auch und vor allem daraus hinauf, dass vielleicht auch so eine Zusammenkunft alleine nur einen psychologischen Effekt haben kann, dass man sich austauscht und man sieht, man hat die gleichen Probleme und man kann sich vielleicht auch mal über Lösungen unterhalten oder einfach nur, dass man mal spricht. Also im Grunde diesen Gemeinschaftssinn zu stärken. Letztendlich braucht ja jeder Unternehmen auch ein gewisses Netzwerk, um sich auszutauschen. Ja. Und ein Netzwerk mit 140.000 Menschen, 150.000 Menschen, die hierher kommen, plus die vielen das Standpersonal, das ist schon eine Hausnummer, dass man auch eine gewisse Orientierung hat. Ja. Als Kunde oder auch als Hersteller von Packmitteln oder Süßwarenmaschinen oder Verpackungsmaschinen, dass man auch weiß, wo man steht, dass man aber auch sieht, wo mögliche Trends hingehen, um sich rechtzeitig darauf vorzubereiten. Ja. Also so gesehen ist es eine Mischung aus sehr vielen, ich sage mal, positiven Effekten. Ja. Denn es hat schon seinen Grund, wenn jemand aus Vietnam kommt oder aus Chile oder von woanders. Absolut.
Sie merken an den Hintergrundgeräuschen, es ist richtig viel los, aber es ist ja gut, es ist ja Messe, wenn wir ein bisschen in Wallung kommen. Wie würden Sie vor diesem Hintergrund die Rolle des VDMA einordnen? Also Sie sind ja nicht nur ein riesengroßer Verband, Interessenvertretung, das verstehe ich alles, aber Sie sind ja auch im Grunde die große Käseglocke, die alles zusammenhält, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja, wir versuchen, dass der Käse nicht ausläuft. Ja. Aber wir haben eigentlich verschiedene Rollen. Die eine Rolle ist letztendlich gemeinsam mit der Messe Düsseldorf und einem sehr engagierten Beirat, so eine Messe weiterzuentwickeln. Okay. Das ist ja auch ein Produkt, dass wir schon mal sehen, was könnten wir in 3 Jahren, was könnten wir in 6 oder 9 Jahren zeigen. Ja. Was wir dann auch tun, ist ja weltweit Werbung machen und immer wieder darstellen, was gibt es hier zu sehen. Und wir versuchen auch immer einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was könnte in 3, 6, 9 Jahren auch State of the Art zu sein? Wenn wir uns über Automationstechnik unterhalten oder der berühmte digitale Zwilling, um nur einige, oder Sensoren oder wie auch immer zu sagen, oder auch Packmittel, also gerade vor dem Hintergrund einer PPWR. Was könnten recycelbare Packmittel zu sein? Also das ist dann unser Job, auch in einer Technologie-Lounge. Lass uns mal einfach in die Zukunft blicken und einfach über Ideen sprechen. Total wichtig. Und da sind Sie ja genau hier im Grunde am richtigen Ort, weil ja hier im Grunde, als Schmelztiegel die Branche zusammenkommt und da in diesen Tagen ja auch vielleicht empfänglicher ist oder ganz sicher empfänglicher ist als im Tagesgeschäft. Also im Prinzip suchen ja viele, auch Aussteller, aber auch Besucher, wollen eine Antwort auf die Frage haben, wo gehen Trends hin? Ja. Und vor allem, was gibt's Neues? Was gibt's wirklich Neues? Was gibt's wirklich Neues? Jetzt kann man natürlich sagen, jeder zeigt etwas Neues, aber man möchte immer wissen, worauf muss man sich in den nächsten 5 Jahren einstellen? Welche Technologien werden in Riesenschritten vorangehen? Ja. Und das ist hier ein hervorragendes Spiegelbild zu zeigen, was gibt es und besseren Austausch gibt es gar nicht. Freut mich. Ich muss natürlich auch noch ansprechen, hatten wir im Pre-Talk auch schon, es wird in dieser Position Ihre letzte Interpack sein. Mit wie viel Wehmut sind Sie hier in den Hallen unterwegs oder ist der Gedanke gar noch nicht da? Also das ist meine 11. Interpack. Ohne Corona wäre es die 12. Und heute Morgen bei der Begrüßung meiner Gäste habe ich gesagt, ein bisschen emotional ist das schon. Ui, okay. Also sie wächst einem schon ans Herz. Die Interpack, aber vor allem die Interaktion mit so vielen Menschen, wirklich aus allen Herrenländern. Ja. Und die Gespräche, die Gedanken, die man dann führt über Zukunft, über Technologien, aber natürlich auch über Märkte. Also so gesehen ist es ja ein etwas wehmütiger Abschied von der Interpack. Ich habe Sie immer als sehr nahbare Person wahrgenommen. Das heißt, ist vielleicht jetzt ein bisschen persönlich, aber es bleiben ja auch Freundschaften, nehme ich an, über die Jahre gewachsen sind. Also das ist eins der Privilegien, Herr Laux, die ich in meinem Beruf erleben durfte. Man hat sehr viele Menschen kennengelernt und sehr viele nette Menschen in dieser Branche. Ja. Die hat schon was. Und es haben sich sehr viele persönliche Freundschaften, Bekanntschaften entwickelt, die ich sicherlich weiter pflegen werde. Ja, ja. Und vor allem hatten Sie, da war ich ja auch immer neidisch, wenn der Thomas Dose von den Reisen erzählt hat, die Sie zusammen gemacht haben, im Vorfeld der Interpack, wo Sie dann die Gastgeberländer oder als Gastgeberland die Unternehmen besucht haben. Also das ist für mich immer ein sehr wichtiger Aspekt gewesen. Also nicht nur in fernen Ländern über die Interpack zu sprechen, über Marktzahlen, über Technologien, sondern auch in Unternehmen zu gehen, mit den Menschen zu sprechen. Ja. Denn da erfährt man wirklich, wo der Schuh drückt, wie ist das in den einzelnen Regionen, welche Bedarfe da sind. Also da muss man wirklich hands-on in die Unternehmen reingehen und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. Gibt es im Nachhinein eine Sache, wo Sie vielleicht sagen, ich will noch nicht von Rückblick sprechen, aber da hatten wir eine falsche Auffassung, das haben wir zu spät erkannt oder da waren wir relativ weit vorne, kann ja auch was Positives sein. Ist da was in all den über 20 Jahren was hängen geblieben? Es sind eigentlich mehrere Aspekte hängen geblieben. Also erstmal muss ich sagen, es ist eine Branche mit Zukunft. Ja. Und da werden wir nicht müde, auch junge Leute dafür zu begeistern. Ja. Es ist eine Branche, in der ich sehr viel Know-how brauche. Also nicht nur Maschinenbau, ich sollte auch was wissen von Mechatronik, Automation, vom Produkt, das ich verpacke und auch vom Packmittel. Haben wir auch natürlich am Mittwoch den Young Talents Day auf der Interpack, ganz wichtig, Stichwort Nachwuchs, ja, aber sehr gut. Also wir haben zum Beispiel auf unserem Stand, zeigen wir jungen Leuten, wie man vielleicht einen Schlüsselanhänger machen könnte. Ja. Oder wie
Automationstechnik funktioniert, wie eine 3D-Brille, was man alles damit machen könnte. Und da muss ich ganz klar sagen, ohne guten, interessierten Nachwuchs werden wir die Spitzenposition des Maschinenbaus, des Verpackungsmaschinenbaus, Süßwarenmaschinenbaus nicht halten können. Ja, ja. Also es ist der Kampf, der Wettbewerb um die vielen klugen Köpfe. Ja. Ja, aber was mir dazu gespielt wurde, war ja jetzt oft mal, dass es im Automobilbereich jetzt bekannterweise nicht so gut lief und dadurch einige, ich sag mal bewusst salopp, in die Verpackung rüber gemacht haben. Ist es so eine Geschichte, die Sie auch wahrgenommen haben? Also wir unterhalten uns natürlich auch über den starken Wettbewerb aus sehr vielen Regionen. Ja. Ich sagte eingangs, diese Branche ist sehr sexy, ist sehr zukunftsweisend, aber andere möchten auch ein Stückchen davon abhaben, was absolut verständlich ist. Ja. Und es ist kein Naturgesetz, dass wir immer führend sind. Wir müssen uns immer wieder neu erfinden, vielleicht noch kundenzentrierter sein, vielleicht auch mal lernen von einer Nation. Auch andere machen gute Maschinen und überlegen, was könnten wir auch da mal abschauen. Vielleicht sollten wir auch mal schneller werden. Ist mir auch hängen geblieben, erinnere mich gut an Markus Rustler, Interpack-Präsident bei unserem Preview-Talk. Da Stichwort Schnelligkeit. Schnelligkeit. Auch vielleicht mal, ich bin selbst Ingenieur, den deutschen Ingenieur mal ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, wir brauchen nicht immer 140% Lösung. Manchmal, es muss ja nicht immer good enough sein, aber vielleicht reichen auch 100%, dafür sind wir sehr schneller am Markt. Wir hatten es eben mit unserem Gast aus Estland, da war der Tenor Perfection kills Execution, also dass man aus Angst, keine Perfektion zu erreichen, gar nicht erst anfängt. Und das ist natürlich der falsche Ansatz. Inzwischen ja, ganz klar. Also perfektionistisch zu sein, was ja auch im Prinzip immer die Stärke des deutschen Maschinenbaus ausgemacht hat, dass man fantastische Lösungen auf den Markt gebracht hat, die lange gedauert haben, aber auch sehr teuer waren. Das sind Dinge, die sollten wir uns zweimal überlegen, ob das noch zukunftsweisend ist. Denn wir wissen ja auch von vielen Investoren, von vielen Kunden, die denken nicht mehr über 20, 25 Jahre, sondern da geht es über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren. Und dem müssen wir uns stellen. Und wir müssen uns auch dem stellen, dass, wie gesagt, andere Nationen, ob die italienischen Kollegen, aber auch Indien, China, nicht auch gute Maschinen bauen, die durchaus ihr Plätzchen auf dem Weltmarkt haben. Und ehrlich gesagt, wir sehen es auch an Zahlen, dass Wettbewerber aus China hier uns schon ein kleines bisschen was weggenommen haben. Okay. Also das ist auch, um das nochmal klar zu bekommen, Sie sehen hier auf der Messe auch Mitbewerb aus anderen Ländern in der globalen Perspektive, die durchaus, sage ich mal, kompetitiv sind. Absolut. Muss man ganz klar sagen. Also wir sehen das vom indischen Wettbewerb, wir sehen das vom chinesischen Wettbewerb, aber nicht nur, auch aus anderen Regionen. Die bauen auch gute Maschinen. Man muss natürlich immer sehen, für welchen Zweck, welcher Automationsgrad, in welches Land solche Maschinen gehen. Ja. Aber dieses Alleinstellungsmerkmal, dass wir sagen, wir sind Innovationsführer und wir machen alleine die High-End-Maschinen, das ist nicht mehr so da. Und wir sollten uns auch besinnen, dass wir nicht immer nur im High-End-Bereich sind und wirklich in der Spitze der Pyramide sind, sondern dass oft auch Maschinen im mittleren Segment gebraucht werden. Also ich komme nochmal zurück auf das Thema Overengineering oder nennen wir es mal Good Enough. Good Enough. Finde ich aber eine klasse Botschaft, auch finde ich, weil es auch bildlich eine starke Bildsprache hat und für jeden nachvollziehbar ist. Ich kann Sie natürlich nicht entlassen, um Sie zu fragen, wie Sie Ihren Urlaub 2029 planen. Auch wieder um die Interpack rum, oder? Also, ist natürlich ein emotionales Thema. Ich weiß nicht, ob ich zu Interpack 2029 komme. Vermutlich schon. Vermutlich schon, ja. Weil mich schon zumindest mit einem Tagesbesuch interessiert, was ist passiert. Ja. Und dazu bin ich auch persönlich zu sehr auch Ingenieur. Ja. Dass mich das sehr interessiert. Hast du fast gedacht, Herr Clemens. Aber dann können wir das Plätzchen hier eigentlich schon mal wieder reservieren. Sie können es gerne warm halten, ja. Herr Clemens, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Nach-VDMA-Zeit, die ja jetzt irgendwann kommen wird. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass Sie einen guten Übergang schaffen werden. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank auch für die ganzen Gespräche über die Jahre. Sie waren immer ein treuer und gern gesehener Gast bei uns, werden das natürlich auch bleiben.
Aber ich weiß nicht, ob wir Sie trauen, dann noch so offensiv anzusprechen. Da müssen wir gucken, wie wir das dann kommunikativ regeln. Sie sind ja dann Privatperson, aber natürlich immer gerne gesehen. Vielen Dank für die guten Wünsche. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und wir kennen Sie auch schon sehr lange und wir haben immer wunderbar kommuniziert. Ja. Mein Nachfolger steht schon parat. Ja. Ich habe noch genügend Zeit, ihn einzuarbeiten und ich bin absolut sicher, das wird wunderbar klappen. Da bin ich auch. Dank. Da sind wir uns einig. Sind wir uns am Ende wieder einig. Herzlichen Dank, Herr Clemens. Ich darf verweisen auf den Dienstag. Da wird nämlich der benannte Nachfolger hier bei uns sein. Da freuen wir uns auch sehr. Ich gucke jetzt nicht nach links, das wird zu verräterisch. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf. Sage ganz herzlichen Dank, Richard Clemens. Und bei uns geht es weiter, glaube ich, um 14 Uhr. Dann machen wir rüber ins Packaging Valley, bleiben also thematisch ganz nah an Ball. Alles Gute und bis gleich. Wir sind raus aus unserem gläsernen Studio, weil was wäre eine Messe, wenn man nicht einen kleinen Rundgang macht auf dieser Messe, wobei klein natürlich sehr untertrieben ist bei der Interpack. Wir sind noch gar nicht weit gekommen, Halle 10, nicht weit von uns, wir sind bei Verit. Da mussten wir stehen bleiben, weil alles neu bei Verit. Neues Logo, neuer Auftritt, neue Business Units, sogar neues Schuhwerk. Wenn Sie sich das mal angucken wollen hier, diese Füße gehören zur Chefin von Cianze, Kerstin Dorn, CEO von Verit. Tolle Schuhe. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr hier uns in Düsseldorf begrüßt. Ja. Sind wir gleich per Du? Ja. Ja, herrlich. Gerne mal. Ich bin der Malte. Ich bin die Kerstin. Ja, wie schön. Kerstin, tatsächlich neues Logo, neuer Auftritt. Nach außen und nach innen alles neu. Also was hat euch dazu bewogen, jetzt zur Interpack zu sagen und im Jahr 2026, wir machen alles anders? Ja, grundsätzlich haben wir uns überlegt, wie wollen wir uns neu ausrichten? Wie kommen wir schneller an den Markt? Wie kommen wir schneller an unsere Kunden? Das schaffen wir nur, indem wir agiler werden. Und das haben wir damit uns überlegt, dass wir sagen, wir haben 3 Business Units gegründet. Einmal die Industrieverpackung, die Rekonditionierung und natürlich auch unsere Gebäudetechnik, die natürlich heute nicht da ist. Aber im Wesentlichen hier heute die Industrieverpackung und auch die Rekonditionierung. Wie weit kann dann so eine Umstrukturierung, also so ein Aufstellen von Business Units auch helfen, ja, vielleicht agiler zu werden als Unternehmen, auch dem Kunden letztlich Vorteile bieten? Der Kunde weiß, an wen er sich wenden kann. Er ist direkt bei den Personen, die die Entscheidungen treffen können. Wir sind direkt näher am Markt. Wir haben Verantwortung, wir haben Entscheidungen mehr auf mehreren Schultern ausgelagert und können so direkt agieren und Ideen, die an dem Markt und beim Kunden entstehen, direkt diskutieren und direkt auch reinbringen in unser Unternehmen und dort auch umsetzen. Das macht uns aus. Wir sind in der Nische. Wir haben die Möglichkeiten, auf Kundensachen zu reagieren und das machen wir auch und das relativ schnell. Und tolle Produkte gibt es ja auch noch. Natürlich, tolle neue Produkte. Und damit gehen wir jetzt mal rüber, oder? Gehen wir mal rüber. Zuerst mal Nina Schnitzler ist da. Sie haben welche Aufgabe bei Verit? Ich bin Business Unit Leiterin der Verpackungstechnik. Und Christian Seil, wir kennen uns schon. Wir hatten auch schon mal das Vergnügen. Aber sagen Sie noch mal selber, was Sie machen. Ja, ich bin Produktmanager für den Bereich Kunststoffbehälter und Paletten bei Verit und darf in diesem Jahr auf der Interpack eine unserer Neuentwicklungen vorstellen, die Intrabox. Was hat's auf sich mit der Intrabox? Ja, die Intrabox ist unsere Antwort auf die stetige Nachfrage nach automatisationsfähigen Behältern, nach nachhaltigen Behältern, stabilen Behältern, die einfach im täglichen Ablauf eines Logistikbetriebes oder eines automatisierten Lagers ihren Job machen. Das sind ja die entscheidenden Dinge auch, ne? Also Flexibilität, Nachhaltigkeit, Stabilität. Kann man sagen, ja, also Boxen, da kann ja jetzt nicht viel bei sein, aber das kann nur der Laie sagen. Also wie lösen Sie das dann?
Ja, es sind sicherlich immer die gleichen Themen, die man am Anfang jeder Entwicklung hat. Wie kombiniere ich die Anforderungen des Marktes an Stabilität, Funktion in Verbindung mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, der uns alle auch im Bereich der Kunststoffindustrie umtreibt. Und das haben wir hier durch ein intelligentes Design umgesetzt, sodass wir es hier schaffen, durch die Formgebung der Behälter einen Recyclinganteil von bis zu 40% im Behälter zu haben und damit auch diese Box direkt auch ready haben für die Einhaltung der PPWR, der Verpackungsverordnung am Markt. Nur ist diese Box sehr stark auf Intralogistikprozesse ausgerichtet. Da ist es ja immer ganz gut, wenn man das nicht alleine macht bei der Entwicklung, sondern die Kunden fragt, wie sie es gerne hätten. Absolut. Es geht nicht ohne unsere Kunden, ohne Partner, ohne die Firmen, die bereits in der gesamten Industrie der Automatisierung unterwegs sind. Und das haben wir gemacht. Wir haben im Vorfeld uns mit Endanwendern unterhalten, mit Firmen, die im Bereich der Automatisierung zu Hause sind. Und dort den Input, den wir bekommen haben, haben wir zusammen mit unseren Entwicklern in dieses neue Produkt einfließen lassen, um am Ende ein Produkt zu bekommen, genau den Ansprüchen unserer. Ich bin sehr zufrieden damit. Sieht auch schnieke aus eigentlich. Ein super Behälter. Ja. Kann man sich auch zu Hause mal hinstellen. Ja. Sie drehen die um, Tischdecke drauf und absolut. Was will man mit dem Couchtisch? Perfekt gelöst. Jetzt kommen wir mal zu Frau Schnitzler. Ihr Bereich eher IBC? Also grundsätzlich haben wir ja 3 Produktgruppen. Da gehört die Behälterserie mit der Intrabrux dazu. Einmal Behälter, IBC Innenbehälter und auch Kunststoffpaletten. Das ist das Portfolio der Verpackungstechnik. Genau. Und was haben Sie mitgebracht zur Interpack? Also wir haben ganz viele tolle Dinge mitgebracht. In erster Linie haben wir einen neuen Auftritt mitgebracht und wir haben unseren Stand auch bewusst cleaner gehalten und nicht überladen mit Produkten, weil wir auch genau das wollen. Wir wollen in Kommunikation gehen und uns auch da entsprechend mit unserer neuen Verit-Marke, Geschäftsbereiche der BUs mit unseren Besuchern hier beschäftigen, warum wir das machen. Wir haben ein Highlight mitgebracht und das ist der beleuchtete 300 Liter IBC hier, den man ganz schön sehen kann in unterschiedlichen Farben. Das ist unser Produkt, was sich komplettiert in unserem Portfolio für zwischen den kleinen Behältnissen wie Fässern oder dem klassischen 1000 Liter IBC. Und der ist einfach unheimlich toll handelbar. Gerade wenn es um wenig Füllmedium geht und viel Handling beziehungsweise Bewegung und Transportwege oder auch bei sehr, sehr teuren Medien findet er seinen Einsatz, auch im Agrochemikalienbereich. Und wir haben ihn heute mal gehighlightet. Das haben wir nicht ohne Grund getan. Ja, aber Sie sagen gerade, Sie haben den beleuchtet. Also als Kunde kriege ich den jetzt nicht beleuchtet, könnte ich aber wahrscheinlich, weil Sie machen ja alles möglich. Ganz genau, weil das ist die Idee. Zukünftig wollen wir diesen beleuchteten IBC gerne auch in der Eventtechnik platzieren. Herr Seidel hat noch gelacht, als er das mit dem Couchtisch sagte. Sie sind schon einen Schritt weiter. Ja, weil wir haben unfassbar viele Möglichkeiten, aus so einem einfachen IBC einfach auch ein ganz, ganz tolles Highlight-Produkt zu kreieren. Und da sind die Kollegen dran, die Entwicklung läuft. Und ja, möglicherweise findet man uns zukünftig eben auf verschiedenen Events, wo Sie ja vielleicht auch wieder ein Interview geben. Aber machen wir uns nichts vor, Event wäre schön, aber erstmal geht es natürlich um die wirklichen Einsatzbereiche für so einen IBC, dieser 300 Liter IBC. Welche Rolle spielt er jetzt in Ihrem gesamten Verpackungsportfolio, wenn wir über Handlingvorteile sprechen, über flexible Anwendungen? Ja, also der spielt tatsächlich eine übergeordnete Rolle. Frau Dorn hat es ja eben auch gesagt, wir sind die eben auf die Kundenbedürfnisse eingehen und auch in der Nische zu Hause sind. Und der 300 Liter, der bietet einfach unheimlich viele Möglichkeiten im Handling, gerade eben in Agrochemiebereichen, wo eben auch die Anforderungen andere sind. Also wo es auch nicht Maschinerie gibt, die man immer so zur Verfügung hat. Und dann ist so ein kleines Gebinde sehr gut handelbar, ohne dass ich jetzt ein Fass habe, was ja eher dann schwieriger zu handeln ist oder auch zu transportieren ist und zu sichern ist. Genau. Und gerade eben im Gefahrgutbereich, in dem wir uns da ja bewegen, findet er sehr, sehr guten Anklang, wenn man eben auch von dem Fasshandling weg möchte. Ne? Es ist eigentlich so das Komplementär zum Fass, zum klassischen Stahlfass. Und es ist ja eben auch so schön, dass man den natürlich nicht nach einmal wegwirft. Und damit kommen wir jetzt zu einem ganz anderen, ganz wichtigen Teil. Auch das ist die Rekonditionierung, spielt eine zentrale Rolle bei Verit im ja so wichtigen Kreislaufgedanken. Welche Bedeutung hat das grundsätzlich bei Ihnen im Unternehmen und bei Ihren Produkten?
Grundsätzlich ist das Thema Nachhaltigkeit in unserer DNA. Und genau deswegen haben wir auch eine eigene Business Unit kreiert, die BU Rekonditionierung. Wir setzen da ganz massiv auf unser unser System, was es ja schon länger gibt, mit dem Thema Pack One. Unsere Systeme, unsere Industrieverpackung, das ist keine Einbahnstraße, sondern wir wollen genau da den Cross Loop haben. Wir wollen den Kreislauf haben, wir wollen die Produkte zurücknehmen zu unseren Partnern oder zu uns und wir geben dann wiederum einen rekonditionierten IBC in dem Moment zurück. Und das ist für uns ein zentraler Bestandteil. Auch Nachhaltigkeit ist einer unserer Werte und dafür steht auch die Familie Schneider und Weger als Eigentümer. Das ist denen sehr, sehr wichtig. Alles neu, alles toll, noch toller als ohnehin schon bei Verit. Das wird eine schöne Interpack. Herr Seidel, kommen Sie auf Ihren schönen Schuhen wieder zu mir, damit wir noch einmal gemeinsam von hier winken. Aus Halle 10 kommen wir alle zu Verit, gucken uns den neuen Auftritt an, was sich eventtechnisch tut. Und ich habe Schuhgröße 49, haben Sie wahrscheinlich noch nicht im Portfolio. Und die Schuhe sind auch nicht verkäuflich. Noch nicht verkäuflich, aber wenn dafür natürlich ein Markt und Kunden da sind, machen wir das so. Erstmal die beleuchteten IBCs, dann die Intrabox als Couchtisch und im Verpackungsbereich gibt sowieso alles hier.
Welcome back here at Interpack TV from Düsseldorf, the hotspot for the packaging process industry in these days, right? Thank you very much for joining us once again, and I am very delighted to welcome Mr. Craig Stobie from Domino. Hello, Craig. Hi, good afternoon. How are you? Craig, you're one of the 2D experts from Domino, right? And we want to talk about these 2D codes. But let me introduce you what is your experience concerning the 2D codes? You just told me, we can say that's not a very new technique, right? No, absolutely. And it's interesting to hear it being referenced today as sort of a new opportunity and a new technology. And of course, it's not. It's well established. Okay. You know, we've seen it deployed very successfully across a number of industries. So the thing that's new is really the application and the sectors that we're seeing it in, and really seeing it start to scale. And with that comes the opportunity to unlock a much wider range of benefits. So yeah, really exciting times. Okay. So let's get the big picture. What is the change exactly, and why is it happening now? So yeah, it's interesting, because if you think about machine-readable codes, barcodes, we've been using barcodes for over 50 years. So 1974, the first Wrigley's chewing gum was scanned with a barcode. And it's been fairly static since then. You know, we have a linear barcode, fantastic. We have human readable, with often the variable information on there. And it's been like that for 50 years. Nothing's really changed. What's accelerating this move is actually a number of factors. We have the circular economy. So actually the move to sustainability. I brought an example here. Yeah. For example, labelless water in South Korea. Well, if we remove the labels, which is a fantastic sustainability initiative, how do we identify the product? Well, of course, the ability of having a QR code. Of course, yeah. So the sustainability factors, which is helping us move from this sort of take, make, throw away to a remove, as in the case of South Korea, or reduce. And certainly it's enabling refilling, recycling, all of these other initiatives. We've also got the digital economy, consumer engagement, all of these great opportunities to much broaden with connected packaging. Suddenly your packaging is the mechanism for marketing, and actually all of the information can be online digitally. It frees up lots of packaging real estate. And of course we've got operational efficiency. We're seeing new legislation coming through, often driven by sustainability, things like the new wine legislation. And of course we've got one that's a really hot topic, which is GS1 code, so QR Piper GS1, which we're seeing a lot in retailers. So again, this move of retailers to adopt the code, unlocking these huge amount of benefits. And it's accelerating, because actually all of these things are interconnected. We're seeing retailers saying, well, we'd quite like the code. And if you're a food manufacturer, actually there might be a number of reasons why you deploy it. It might be sustainability and legislation and the pull from the retailer. So it's really starting to accelerate. Okay, so can really name the benefits, right? They're really hard facts. They're absolute multipliers, yeah. And if you look at some of the benefits, and what's really interesting for me is it's across the entire supply chain. So there isn't one group of stakeholders who benefits. Everybody benefits. The manufacturer, suddenly it helps with their supply chain. It helps with logistics efficiencies, with warehouse management. If you look at the retailer, suddenly now waste management, things like dynamic pricing. We've already seen examples of 2D codes, QR Pi by GS1, reducing food waste by more than 40%. That's enormous benefits that we can unlock. So that's for the retailer, and also, of course, for the planet. And then, of course, we've got consumers. So if you look at things like ingredient information, allergen information, recipe information, all of these fantastic things that would normally require you to go and search in different areas, suddenly now is available immediately. For people, especially who are vision impaired, suddenly this QR code opens up a whole world of information that might not be available otherwise, or more difficult to obtain. So, and then, of course, post-consumer, it helps with recycling. So actually, all of those different stakeholder groups are all benefiting just from this one change. Okay, so we're talking about the whole value chain, right? Absolutely. Because I just wanted to know what every stakeholder gets as a benefit, but
when I understand you right, it's just every stakeholder has a benefit. Absolutely, and if you look at those benefits, it's all about the data elements you put in. Yeah. So one of the things that we say often to, when people are looking at these sorts of deployments, this isn't a packaging change, and it's not a production challenge. It's not something that's going to happen in engineering. This is a fundamental business change, and it'll impact all of the bits of the business. And what we say is, for companies, don't focus on the what. I want to print a 2D code or a QR code powered by GS1. And don't think about the how. Oh, what does it mean for my lines? Actually, it's about starting with the why. Why are you doing it? Who's it for? What benefits are you looking to unlock? And then work back, because the why will tell you what data elements need to be there, what bits of information, both on the pack and also then online. And then that will help you work back to the actual implementation piece. But how exactly can Domino help, or is Domino helping manufacturers prepare for this transition? Very, very good question, because of course one of the things that's interesting, again back to that focusing on the why, it's about the outcome. So actually where Domino is really helping manufacturers and retailers is actually thinking about the broader outcome. And if you look at, for example, this example, or this is a retail code, this is the latest retail code that we're seeing with all of those key data elements in it. It's really about understanding the whole ecosystem. So it's not just about the printer, although we are a printer and vision and data management company. It's also about the materials, because we're seeing changes in materials. So our customers going from multi-layer plastic to mono-layer plastics. How does that impact this new initiative? And of course, it's about things like vision and point of sale success rate. So the retailer's not really interested in the QR code if it doesn't scan. So how do you ensure that it goes beep every time at the checkout and it's got all of the data elements you need in there? Okay. In your opinion, what are the biggest challenges implementing sustainable coding and labeling solutions? So what are the biggest challenges? I think one of the things is that, again, they look at it as a project. They look at it as a short-term engineering, perhaps, or a manufacturing challenge. And actually, one of the things that we often use as a very simple measure of how successful a project will be is the range of job titles that you see in the meeting. So if we go into a meeting where they're looking to roll this out, and there is an engineering manager, or possibly a production manager, we know this is going to be a challenging project. If we've also got logistics and packaging and legal and IT and warehouse management, who, by the way, don't talk to each other. They all have their own acronyms. They all talk their own language. We've had meetings where the first thing we do is get people from the company to introduce themselves to each other. And then we know we're going to change numbers, right? Exactly, and let's have some common terminology. And things, when you move to this new ecosystem, the person who drives a forklift, is that a logistic person or a manufacturing person? Because now it matters, in terms of handover of data and handover of material. So for me, the key measure of success is about starting early and trialing it and failing fast. There's nothing wrong with getting it wrong, but fail fast and do it early to really unlock those benefits early. Okay, so that would be my first question. The next question, why is early planning so important, right? You're looking at the year 2027. Well, if I look at most production lines, and again, we did a simple Gantt chart, it can take 5 to 7 years for a change in packaging to flush through a big manufacturer. Okay. So a big brand might take 5 to 7 years. And of course, the thing is that QR codes powered by GS1 aren't immediately going to replace anything that's on the pack already. It will be in addition to. So where do you put a code that's maybe 22 millimeters square with a quiet zone around it? So again, there's some thought that needs to be done. And of course, if you look at that 5 to 7 year period to flush that through, you wanted to be ready for 2027. You should have started in 2021. So customers potentially already 5 years too late. The other thing that often happens is when they pilot this, they pilot it with the best lines, with the best people,
because that gives them the best chance of success. It also means it's the least chance of learning. So we often say, although it's counterintuitive, start with your worst line, because 80% of your lines will take 20% of the time. So you might be able to do 80% of your lines in 2 years, but 20% of your lines will take 80% of the time. That's where you need to start. Start with the hard lessons, because that's where you will learn quickest, and you can adopt those onto the easier lines. Okay, okay. I think a buzzword of the Interpack 2026, I think, like always, is efficiency, right? Production efficiency. And but I want to know, how do Domino's integrated coding and labeling system contribute to that, contribute to greater production efficiency? Could you point that out, please? Yeah, absolutely. So some of the things that we're doing now is things like 100% machine inspection. And when we say machine inspection, one of the things we ask ourselves is what does success look like? So if we're looking at, for example, this retail code, success isn't production yields within the factory walls. And it's also not ISO grades, which is the normal measure of barcode quality. It's important, but it's not success. Success is, will it scan at the checkout? So we've done a huge amount of work with material suppliers. We've done a huge amount of work with the people who make the checkout scanners. So in a real production environment? Exactly, to say, what's important to you? Is it better if the code is big or small, light or dark? So making sure that when people are manufacturing within their factory, that we know that 100% of those products will go out the factory door and they will scan 100% of the time at the retailer. And that's ultimately what it's about. So you've got to think about that outcome and work back. I understand, I see. But let's talk once again about the Interpack here. Which innovations or live demonstration can visitors expect to see at your booth? There's a couple of really good ones that are really outstanding. Again, we've taken a solutions approach. Okay. Because again, it's more than just about the printer. It's much more about the outcome. So two really good examples are the sleeving solution, which I've shown here, which is a live demonstration of exactly what's happening now for retailers. We're deploying this in hundreds of lines over the coming months, where people who supply to retailers are saying, we need this code on pack. We've got retailers who are saying, we want most of our short shelf perishables to be QR ready by the end of this year. So that's one area, and on that we've thought about the handling, which is really important. We've thought about the printing, we've thought about the inks and the material science, we've thought about the vision capability. So we know that we've got uncoded products going in, and we've got acceptable point of sale ready, data ready products coming out. So again, it's about that outcome. And the other one that's definitely worth coming to see is the closure coding system, where we are taking plain closures and we are hitting them with a white ink, and then we're coding them with QR codes, and then we're checking them. And we can do that up to 120,000 closures an hour. So faster than any production line that's currently out there. And it allows us to do mass serialization. So suddenly water isn't just every bottle of water is the same because it's a static G-tin, or even down to 10,000, because we're now adding variable data for batch and expiry. We're able to do batch of one, so we're able to demonstrate 120,000 unique codes on closures. So suddenly that bottle of water is unique. And again, the concept's not new. We did this. I was one of the architects for the Falsified Medicines Directive in Europe. We designed that code 2002. Today, 16 billion products a year are happening. Every single transactions are happening, protecting patients. It's been happening for the last 8 years, not in a big, overt way. It just quietly gets on with it, and that's what will happen with this code, and particularly these two examples where we're saying, no, this is ready to go. We're already using these in the field. Talking about the solution shown at your booth, what are the reactions from the visitors? Very, very, really, really positive, because they are, it's not about us, it's not about the printer, it's solving customer problems. So customers are coming to us saying, we need to move to this 2D code, we do bottles of water, and actually rather than saying, we have a printer that can print on a bottle of water, we're saying,
this is your product, and this is what it would look like afterwards. So it's allowing customers to make it more accessible. It's reducing the sort of the challenge of how do I get there? Because we're saying it's easy. Here's the path, and all you need to do is just follow this path, and it will get you there. Okay. Now let's take a look. One last look. 5 years ahead. Let's say 5 years ahead. What role do you think do smart coding technologies and centralized system network play in the factoring of the future, right? Talk about factoring future. And which role do you think, let's say, 2032? I think what will happen is we will find a much more interconnected ecosystem. You know, we're seeing the link already between the physical world, what happens in the factory, and what happens with the packaging, and this whole digital universe. So actually, packaging now is the conduit between those two physical world and the digital world. The bridge. Yeah, absolutely. It's the way that you access it. So suddenly the packaging becomes intelligent. That, you know, the packaging is now smart. It's performing something other than just, you know, showing and protecting the product. I think going forward, we'll see much more collaboration between those different stakeholders within the production environment. Again, and data suppliers. So we're already working with people like Amazon with their transparency project based on GS1 syntax. So all of a sudden it's interoperable and it makes it interconnected. So we're allowed to really unlock those benefits for factories. Going forward, I think it's really going to power a much better outcome for things like waste reduction and efficiency. So I think we'll see a lot more late-stage customization, much smaller batch runs, much more supply chain agility, all powered by this one code. Okay, so more sustainable, more AI-driven, more data-driven, yeah, right? In this case, but also maybe easier for the manufacturers. Yeah, absolutely. Because the one thing that's interesting is serialization. We found with deployment, when the first few lines, actually efficiency can drop because they're learning and it suddenly becomes a new thing. What it does is it improves things like operating procedures. It improves line efficiency. It improves understanding of the relationship of material science. So actually, the materials that they're buying become more consistent. So actually, we find after this short dip, with only the first few pilots, actually the lines become more efficient because all of a sudden everything works a lot better. It's just more controlled. So I think, yeah, absolutely, we're going to see these real benefits for manufacturers. So there is a huge amount of opportunity. The key is starting early. So I think we could say, like a resume, the solutions are ready. Absolutely. We've been doing it for 25 years. The solutions are very ready. Correct, and that's a full circle moment from the beginning. Yeah, exactly. We return back to the past. It's nothing new. It's nothing particularly challenging. All you've got to do is approach it in the right way with the right partners and with the right broad outlook. Thank you very much for joining us, Greg. Thank you very much. It was brilliant. Thank you very much indeed. Thank you very much. And I guess everybody's welcome at your booth. Yeah, they are. We're in Hall 8, C54. So, yeah, please do come along. It'd be great to see people and we can show them the two solutions and lots of others that I haven't talked about. Of course. So, thank you very much, Greg, once again. Brilliant. Thank you. Thank you very much for joining us. We will be right back from Interpack TV. Interpack 2026, live from Düsseldorf. Thank you very much and goodbye. Making the invisible visible. Detecting defects and foreign objects even where it was previously impossible. Making more informed decisions about what is good or bad. And removing only what really needs to go.
With deep learning capable Hoist reflex AI technology for smarter analysis of X-ray and camera images, there's simply more to it now. It detects foreign objects even in highly structured and heterogeneous products. For example, in pickles, muesli or pasta, and distinguishes critical from non-critical items. This increases the sensitivity and accuracy of the challenging glass-in-glass detection during pulsed X-ray inspection of filled food jars with the Hoist Examiner 2 XAC. The Hoist Examiner 2 XS also achieves full detection reliability in the tightest of spaces, with a significantly reduced false rejection rate, ideal, among other things, for foreign object detection in filled cans. Using deep learning AI, the Hoist Reflex AI camera reliably verifies best before dates, even when they are misaligned, distorted, smudged or blurred. A specially developed deep learning model, combined with Hoist's multicolour image processing, enables seamless finish inspection of wide-mouth jars in a wide variety of formats, and detects even the smallest finish cracks. PackCheck technology detects the smallest leaks in beverage cartons and other composite packaging. From production data acquisition, line analysis, and product and recipe management, to end-to-end track and trace, Hoist's latest IT tools ensure maximum efficiency, transparency, and traceability throughout the entire filling and packaging process. The result? More competent decisions, maximum consumer and brand protection, and significantly less packaging and food waste. Experience these technologies live at Interpack 2026, booth A45, Hall 13. May 7th to 13, 2026, Messe Düsseldorf. Hoist Reflex AI. Look deeper, see more, assess better.
Hallo und herzlich willkommen, wenn Sie live dabei sind, Sonntagvormittag 11 Uhr, ein herzlicher Muttertagsgruß an all die Mütter da draußen. Zwischen Frühstück und Familienbesuch gucken Sie jetzt sogar am Sonntag Interpack TV. Die meisten gucken später, also dann, wann immer Sie schauen, auch herzlich willkommen, ob an einem Montag, einem Dienstag, einem Mittwoch oder wann auch immer. Wenn Sie heute Morgen unterwegs waren, dann haben Sie vielleicht auch schon irgendwo ein Stückchen Plastik im Garten gesehen, eine Folienverpackung am Wegesrand. Folien sind überall und sie sind nun mal das Material, ja, über das unsere Branche, sagen wir, am wenigsten so gerne öffentlich spricht, wenn es auch um das danach geht, wenn es darum geht, wo diese Folien landen und wie groß dann doch das Problem ist. Bei mir ist einer, der dieses Problem zu seiner, ich möchte sagen, Lebensaufgabe gemacht hat. Er ist Chemiker an der Universität Rostock. Er leitet dort eine Nachwuchsgruppe zur nachhaltigen Chemie und ist jetzt auch noch CEO geworden und Mitgründer eines sehr jungen Unternehmens namens Cell2Green. Ihr entwickelt Folien, die einfach gesagt verschwinden können, wenn sie in der Umwelt landen. Das ist doch so. Schönen guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. Auch noch einen kleinen Muttertagsgruß vielleicht an die Mutter daheim? Auf jeden Fall, ja. An meine Mutter alles Gute. Die guckt jetzt nämlich auch zu. Ja, daher vielen Dank, dass du überhaupt da bist und auch natürlich an meinen Vater, ja. Obwohl jetzt heute Muttertag. Und Mama kann stolz sein, Mama kann jetzt doppelt stolz sein, was aus ihrem Jungen geworden ist. Nicht nur ein erfolgreicher Chemiker, nicht nur jemand, der Chemie lehrt an der Uni Rostock, sondern jetzt eben Gründer eines Unternehmens. Ihr seid hier auf der Start-up-Zone. Auf einmal bist du in diesem Verpackungsbusiness angekommen. Lass uns, bevor wir über eure Lösung sprechen, vielleicht erst einmal darüber sprechen, wie groß das Problem wirklich ist, wenn wir über Folien im Verpackungsbereich, Folien generell sprechen. Warum brauchen wir da neue Lösungen? Ja, also das Ursprüngliche, woher eigentlich Celltogen kommt, sind eigentlich meine Familie und meine Kinder gewesen. Wenn man im Urlaub ist, in Asien, in Vietnam, dann kann man dort schlecht schwimmen. Weil man schwimmt, aber man hat das ganze kratzende Geräusch von Kunststoff an sich. Und dann schaut man umher und sieht eben die Massen an Kunststoffabfällen, die dort in der Umwelt landen und dass da nicht drauf geachtet wird. Bei uns natürlich kennt man das selber, da wird es recycelt, alles ist riesengroß. Ja, jede Woche haben wir mindestens 2 Tüten an Kunststoff. Und wenn man das dann hochrechnet, wie viel das sind, das kann sich jeder eigentlich selber vorstellen. Und da haben meine Kinder damals gesagt, vor knapp 10 Jahren, Papa, du bist doch der Chemiker, du musst es doch ändern können, du hast das Wissen. Und da haben sie vollkommen recht gehabt und dann habe ich mich entschlossen, mein Umdenken, damals habe ich nämlich genau auf der Plastikseite gearbeitet, dann eben abzulegen und darüber zu überlegen, was für Alternativen gibt es. Und das war die Sternstunde eigentlich dann von Cell2Green, nachdem wir dann nach 3, 4 Jahren herausgekommen sind aus dem Labor, dass wir dann eben eine transparente Zellulosefolie machen konnten. Und ja, damit konnte ich dann meine Kinder dann auch wirklich überzeugen, es macht Sinn, auch in Zukunftstechnologien zu investieren. Die sind hin und weg und würden am liebsten das Unternehmen auch übernehmen. Aber ja. Genau. Können Sie ja dann irgendwann mal. Auf jeden Fall. Ja, wer weiß, wenn du es richtig groß gemacht hast und es noch viele Jahre existiert. Du hast Vietnam angesprochen. Wir alle kennen natürlich auch die Bilder aus anderen Teilen der Welt. Es ist ein weltweites Problem. Bei uns kann man schwimmen, trotz Folien. So gesehen könnte man sagen, wenn wir ein Recycling, wie wir es hier haben, auch weltweit etablieren, dann wäre das doch auch eine Lösung des Problems. Das ist aber zu kurz gedacht, nehme ich an. Das ist zu groß gedacht. Da müsste man eigentlich die Menschen ändern. Und wen kann man denn ändern? Am wenigsten ändern, das sind die Menschen. Und wir haben natürlich in Deutschland eben die Möglichkeit, Recycling durchzuführen. Wir haben die Infrastruktur, aber das gibt es nicht überall. Und daher haben wir ganzheitlich gedacht. Also ein Produkt von Anfang an entwickelt, was man recyceln kann und was auch, wenn es in die Umwelt gerät, abbaubar ist. Und dann heißt es nicht abbaubar in Monaten oder Jahren, so wie man das von einigen Kunststoffen kennt, die auch biobasiert sind oder biologisch abbaubar sind, sondern die innerhalb weniger Tage wirklich abgebaut werden. In welchen Bereichen entstehen denn die meisten problematischen Folien? Also das, was man sieht, ist natürlich das, was man bei Kaufland oder so die Folien sieht. Aber das ist ein kleiner Markt. Der Riesenmarkt ist eigentlich der Transportmarkt. Und da sind wir dabei, genau uns zu etablieren. Man transportiert etwas von A nach B, es wird auseinandergerissen, es kommt mit Klebern in Verbindung, mit anderen Folien. Dann kann es nicht recycelt werden, weil es nicht rein ist und wird dann weggeschmissen. Und das ist ein riesengroßer Markt, Millionen-Tonnen-Markt, den man aber nicht sieht. Und der zweite Markt ist natürlich die Landwirtschaft,
wo man eben gerade jetzt Spargel, Erdbeeren kaufen möchte, ja, viel Spaß mit dem Mikroplastik, was dabei ist. Und das soll einfach nicht, das darf einfach nicht dabei sein. Könnte jetzt hier wieder auf der Interpack eher beruhigend sein, weil es wird immer so getan, dass Verpackung ist das Schlimmste, aber Agrartransport sind nochmal drüber. Ja, soll uns nicht beruhigen, aber... Aber da wird es ja auch verpackt. Also überall letztendlich Verpackungen sind überall dabei. Ob das in der Chemie sind, in der Medizin und so weiter, da wird es ja alles gebraucht. Ja. Aber da muss man auch mal überlegen, wie kann man das ganzheitlich sehen. Und das hatten wir uns als Ziel gesetzt. Dann sag mal, wie sieht eure Lösung aus? Was habt ihr da im Studiengang zufällig oder bewusst entwickelt und was dann zu einem Unternehmen geworden ist? Ja, zufällig war es eigentlich ein ganz einfacher Prozess, eine Verfestigung. Für einen Chemiker keine Chemie. Sehr deprimierend. Ja, meine Studentin kam damals zu mir und meinte, Dirk, das kann nicht sein. Eigentlich wollten wir modifizieren, wollten wir was Neues herstellen. Das klappt alles nicht, es wird fest. Und diese Verfestigung hat dazu geführt, dass wir jetzt eine biologisch abbaubare, transparente Folie herstellen können. Sieht genauso aus wie jede PE-Folie. Man muss natürlich wissen, dass diese biologisch abbaubar ist. Und diese testen wir eben unter realen Bedingungen. Das heißt, in der Erde, im Wasser. Wir kommen aus Rostock, da können wir es direkt im Ozean testen. Ja. Das machen wir auch. Und natürlich mit der Stadtentsorgung Rostock, eben was passiert in der Biotonne. Und der Unterschied zu den anderen Folien, die es im Moment auf dem Markt gibt, ist, dass wir wirklich nach 12 Tagen 60 Grad, das ist die industrielle Kompostierung, unter realen Bedingungen vollständig weg sind. Alle anderen Folien, die wir getestet haben, die auf dem Markt sind, sei es diese Bio-Co-Tüten, sind alle noch da. Deswegen sollen die ja auch nicht da rein in die Biotonne. Deswegen muss man dafür Gebühren zahlen. Bei uns, wir sind dabei, das zu etablieren, auch in Rostock, dass man das wirklich in die Biotonne auch dann schmeißen kann. Aber man muss es markieren, natürlich, dass es auch möglich ist, das durchzuführen. Das heißt, das testet ihr in der Ostsee vor Rostock, das Richtig. testet ihr bei der Stadtreinigung und testet das wahrscheinlich woanders auch. Erstmal, auf welcher Basis ist das überhaupt eine Folie? Also können wir das so, dass es auch ein Nicht-Chemiker versteht? Einmal also jeder kennt ja einen Baum und 30% von dem Baum besteht aus Zellulose. Und diese Zellulose, die nutzen wir. Das ist Rohpapier. Wir machen die nur flüssig, verfestigen diese und bringen sie wieder eigentlich in eine starre Form. Und der Trick dabei ist natürlich, wie kriegt man das transparent, damit man noch das Produkt sehen kann, was da drunter ist. Und diese Zellulose ist nicht verändert, es ist immer noch ein natürliches Polymer und dieses natürliche Polymer wird von den Bakterien erkannt. Wir lieben Zellulose und damit schnell abgebaut. Cellulose ist ja jetzt erstmal nichts Neues. Also auch Zellophan gibt es ja, glaube ich, schon seit 100 Jahren. Trotzdem ist das aber noch mal einen Schritt weiter gedacht dann bei euch. Genau, also Zellophan gab es. Deutschland war mal der Vorreiter in der Zellophantechnik. Das war noch alles vor der Kunststoff, vor dem Kunststoff eigentlich, wo das eingeführt wurde und gefunden wurde. Das war die Verpackungseinheit, die man machen konnte. Allerdings, der Prozess war hochtoxisch. Ja, es gibt nur noch eben Futamura, die das weiterentwickeln, modifizieren, umweltfreundlich darzustellen. Aber der Prozess verändert die Zellulose zwischendurch. Damit ist es auch schon wieder fast Biokunststoff. Aber der Prozess ist hochtoxisch. Wir haben einen Prozess gefunden, der selbst hier auf dem Tisch ist, den Schüler durchführen können. Meine Kinder haben den durchgeführt, ja, um einfach zu sehen, wie einfach das geht, diese Zellulose flüssig zu machen und zu verfestigen. Und eben auch zu sehen, was für eine Chemikalien sind das? Es sind natürlich Chemikalien, aber alle Chemikalien, die wir nutzen, sind umweltfreundlich und eben nicht giftig und in keinster Weise relevant. Ja. Nun gibt es viele biologisch abbaubare Lösungen, Ideen, viele Ideen mit neuen Materialien auch, die gerade hier auf der Interpack natürlich gezeigt werden. PPWR sind die, wie wir immer sagen, 4 bösen Buchstaben, vielleicht auch nicht so bösen, die uns alle betreffen. Jetzt ab August noch mal eine ganze Stufe mehr. Was hörst du von jetzt konkret verpackenden Unternehmen, von den Maschinenherstellern, von Packmittelherstellern, wenn die zu dir kommen? Also die Verpackungshersteller sagen alle, das ist nicht PPWR-konform, weil die PPWR letztendlich für Kunststoff ist. 70% muss recycelt werden, das heißt, alle, die PE haben, PP, PET,
die können weiter produzieren, genauso wie es normalerweise ist. Und das ist nicht der Sinn der Sache eigentlich. Man will ja Innovation bringen, man muss PP ersetzen und nicht recyceln, natürlich, wenn es im Kreislauf ist. Aber in anderen Ländern gibt es einfach keinen Kreislauf. Ja, da kann man drüber nachdenken, wie man möchte. Und wir schauen uns eben den Rest an, also die 30%, die dabei entstehen, also den Abfall. Und wenn wir den minimieren, dann ist es möglich, eben auch unsere Folien ohne Probleme einzuführen. Und das versuchen wir eben in die PPWR mit einzubringen, dass man nicht nur den technischen Kreislauf sich anschaut, was eigentlich nur mit Kunststoff ist und alle Innovationen herauslässt, dann natürlich auch mit dem biologischen Kreislauf kombinieren kann. Und das ist auch eine Art Recycling. Und wir versuchen mit der Natural Polymer Groups, wo auch Traceless und Notpla sozusagen da mit dabei sind, den Weg zu gehen, dass man eben natürliche Polymere mit integriert und dann eben wirklich als Alternative zu PE-Folie mit hineingehen nehmen kann. Nur ist die Folie für sich erstmal schön, aber dann kommen ja noch andere Herausforderungen, gerade eben im Verpackungsbereich. Die Frage ist, funktioniert sie in der Anwendung, funktioniert sie in der Maschine, wie reißfest ist diese Folie, ist sie barrierefähig, wie maschinengängig? Hast du Antworten auf alle diese Fragen? All diese Fragen, genau. Ja, als Anfang beim Startup haben wir uns eigentlich gefreut, wie die Folie aussieht, dass sie bestimmte Stärken hat und so weiter. Im Rahmen meines Teams, was wirklich exzellent ist, schönes Grüße auch an das ganze Team zu Hause, haben wir es geschafft, verschiedene Arten von Folien zu machen. Und wir können spezielle Eigenschaften einstellen. Wir sind Chemiker, also wissen wir, wie es geht. Aber unter der Prämisse, alles biologisch abbaubar, alles natürliche Polymere. Es kommt kein Biokunststoff, kein Kunststoff mit hinein. Und auch keine entsprechenden Beschichtungen oder Kleben, die auf Öl basiert sind. Und dadurch können wir genau für die Unternehmen das Produkt herstellen, was sie brauchen. Es ist nicht eine Folie, es ist ein Service, den wir anbieten, den Unternehmen eine genau definierte Folie zur Verfügung zu stellen. Und damit haben wir einen sehr großen Vorteil. Also unsere Unternehmen wollen auch nicht eine Folie haben, sondern sie wollen eine bestimmte, sie wollen etwas ganz Bestimmtes einpacken. Und das können wir ihnen zur Verfügung stellen. Was erhoffst du dir jetzt von dieser Messe? Ganz konkret. Ihr steht hier in der Startup Zone, ihr zeigt eure Lösung. Was wäre der nächste Schritt nach dieser Messe? Warum wir überhaupt bei der Interpack sind, auch in der Startup Zone, um ausländische Partner auch zu gewinnen. Der nächste Schritt ist, eine Laboranlage, Demonstrationsanlage aufzubauen, aber jetzt schon zu schauen, wie können wir in den nächsten Schritt gehen. Wo kann die Produktionsanlage aufgebaut werden? In Indien, in Vietnam, mit Japan haben wir Kontakte, mit Dubai, weil dort ist das Problem. Hier in Deutschland, wir haben zwar viel Kunststoff, können es recyceln, haben auch einiges Mikroplastik natürlich im Wasser und im Meer, aber dort hat man die großen Probleme und dort wollen wir genau an den Markt rangehen, dort produzieren, auch auslizenzieren und dafür braucht man starke Partner und die versuchen wir hier auch zu finden. Und deswegen sind wir morgen zum Beispiel beim Japan-Tag im Rahmen der Interpack, um Kooperationspartner zu finden und mit diesen dann entsprechend diese Folienproduktionsanlage aufzubauen. Ja, okay, also es geht darum, Produktionsanlagen aufzubauen, auch schon einen Schritt weiter, also Verpackungshersteller vielleicht zu begeistern für euer Produkt, für eure Lösung? Verpackungshersteller, im Moment haben wir leider die Erfahrung gehabt, dass die sehr traditionell eingestellt sind. Alle Verpackungshersteller, die wir jetzt hier sehen, haben ihre Lösung und wollen sie natürlich verkaufen. Sind sie an neuen Lösungen interessiert? Begrenzt. Wir würden uns freuen, wenn andere Unternehmen, jetzt gerade auch Verpackungshersteller, das sehen, uns vielleicht auch hier im Fernsehen sehen und dann natürlich Kontakte mit uns versuchen aufzuknüpfen. Sie können uns sehr gerne in der Startup Zone besuchen und dann können wir direkt auch darüber besprechen, was wir Ihnen anbieten können, wie wir Ihnen helfen können, auch teilweise schrittweise diesen Weg zu gehen, um wirklich eine Alternative zu PE mit auf den Markt zu bringen. Dirk, dann alle Daumen gedrückt, viel Erfolg bei euren nächsten Vielen Dank. Wegen und Schritten. Und wie schön zu sehen, ne, dass also viele Forschungen, viele Ideen noch immer aus den deutschen Universitäten kommen, dass daraus auch Unternehmen entstehen. Das heißt ja immer, dass sowas geht nur in den USA oder in anderen Ländern, geht hier auch. Könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein, aber ihr seid ein gutes Beispiel, dass das eben funktioniert. Und vielleicht ist das
das Neue, das Next Big Thing im Verpackungsbereich. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und dass wir uns vorstellen können. Ich freue mich auf eine schöne Interpack und freue mich auch auf die anderen Interviews, die ihr hier macht. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, super, sehr gerne. Und wir freuen uns auch auf die nächsten Interviews, die wir hier machen. Wir machen das den ganzen Tag und gleich geht's weiter. Danke bis hierhin. Welcome to Interpack 2026. Today we're talking about one of the key themes of the show, reimagining the factory of the future. With rising cost pressure, increasing flexibility demands and stricter regulations, the industry is clearly at a turning point. And I'm very happy that I'm joined by Stefan Schüle, Director of Product Management from Syntegon. Hello, welcome. Stefan Schüle, thank you for joining us today. We're here at the booth of Syntegon, and first of all, we would like to know, what does reimagining the factory of the future actually mean in practical terms for your company? Yeah, as you mentioned, our customers have a series of challenges, and with the factory of the future, we want to address those challenges. And that's why you're here at the Interpack, at the large booth, to show this to your customers, right? Exactly. We are launching Next, which contains of our two new platforms, machine platforms, one for horizontal flow wrapping called HFX, and one for top-loading cartoning, which is the TRX platform. And in addition to that, we have the automation features, smart, seamless, and touchless. Okay, so you came to Düsseldorf with brand new solutions, right? Absolutely, and we're very excited about it. Okay. So let's be clear, we are the first day at the Interpack, so everybody's invited to come here at your booth and that you can show your solutions. Absolutely, we love to discuss the challenges of our customers here with us, and also to show them how we can help them to make one step in the direction of the factory of the future. I mentioned rising cost pressure, flexibility and regulatory demands, which is currently the biggest challenge. Oh, that's difficult to say. I would say it's a combination of those three, and I would add another one. That's the challenge to find and retain qualified labor to operate and to maintain the packaging lines. And how do automation, how do AI change your business? With seamless operation, touchless automation, and smart decisions, we help our customers to run the business as efficiently as possible. Okay. Let me make some examples. Yeah. Touchless automation means automating repetitive tasks of today's operator. For example, quality inspection of products, but also loading material. And you position yourself as a strategic life cycle partner, right? Syntegon is well known as the partner, as this kind of partnership. And what does it mean beyond delivering machines? What does it mean? We are supporting our customers across the whole life cycle of the machine. Okay. So in all the different phases, we have different solutions to support our customers, be it with modernizations, with training, with life cycle services, or with support of digital data. We can help our customers to keep the productivity as high as possible. And in your opinion, what does the factory of the future will look like, let's say in 5, 10 years? The factory of the future in packaging will be more automated, more intelligent, with less people doing repetitive work, but focusing more on value-added tasks. And how important is the Interpack for you and your company, just to exchange ideas and maybe to have a platform to show your solutions? Interpack is, the point where the industry meets, so it's important to be present, but we are in contact with our customers all year, every day. We exchange ideas. We also co-develop
those new platforms I mentioned before together with key customers. Interpack is a good place to demonstrate the positioning, to show innovations, and to get in contact with customers. Okay. Of course, it's the first day of Interpack 2026, but do you have already received some kind of reactions regarding your solution? So what kind of feedback do you expect? Yeah, we have launched our 2 new platforms today, and we got very good feedbacks about our automation features, on how we simplify the operation of the machines with a new HMI, but also with our guide by light concept. And last but not least, also our digital approach to collect data and to make those data available on the machine, but also in the office remote to make the best decisions for the packaging operation. But can we say at the end maybe that Syntagon is just the right partner to reimagining the factory of the future, right? Because this is your key topic. Absolutely, and we look forward to discuss that with every potential customer. Regarding all the aspects, AI, sustainability, it's all included. Absolutely. So thank you very much, Stefan Schüle, Director of Product Management at Syntagon. I wish you a good trade fair, good exhibition. Thank you very much. Thank you for stepping by. Thank you for joining us. Bye.
Welcome back to Interpack TV Day 3 here in Düsseldorf, where the global packaging industry comes together to explore what's next. That's the only claim, but that's what's going to be today our program, of course, with a lot of interesting topics. So you're very welcome to join us. I'm Matthias Laux, and today we are diving into trends, technologies and innovations that are redefining how we package, process and think about products. And talking about innovations, of course, we have to talk about sealed air. So I'm very delighted to welcome Mr. Glenn Kirkpatrick from Sealed Air. Thank you very much for having us. Thank you for joining us today. So first of all, I would like to know, Interpack, of course, is the world's leading packaging trade fair, as we all know here. But what are the key challenges food producers and retailers are currently facing? What do you mean? A lot of what we hear in the market today is obviously geopolitical. There's a lot of strain caused. We talk a lot now about cost. We talk about fuel, we talk about plastics. That hits us big. We're trying to absorb a lot of the cost, you know, but there's obviously strain between producers and retail. Everybody feels it at the moment. And so that's big. Try to find ways to absorb it with our customers in partnerships. You know, there's, of course, automation. There's, of course, different solutions that compensate. But that's where we see the most strain at the moment. But I think these problems are quite global, right? They're not only just as from the European perspective. Yeah, for Europe, it's at the heart, of course. You know, if we look at the US, for example, they feel it as well. Of course, at the gas stations, fuel is twice the price it was a year ago. And it doesn't stop there, but they also produce their own product. We are much closer to the source, but yeah, of course, it's global. It's global, okay. But I think that's also what the Interpack is for, right? So the global industries coming together just to talk about these problems. Absolutely, absolutely. And we're always engaging with customers on those challenges. We're also working closer with retail, you know, than we did in the past as well, because we see that's where the consumer gets hit, and so that's the source of the intel that we need. As I learned yesterday evening, communication is king, right? So let's talk about the Sealed Air's presence at Interpack this year. It's built around the idea of performance meeting responsibilities, a strong topic. But what does it mean in practical terms for customers? So something that is deep in people's minds is that when you want to be more sustainable, you give up something else, right? And so as we are going through the journey to develop towards PPWR, towards, you know, stronger EPR implementation, we found that it doesn't have to be that way. That you can have a thinner material that is running a higher performance, but is, you know, some type of a monostructure that is more affordable even, and can be produced high speeds, can run high speeds. Now, for us, that means a lot about our innovation happens, of course, at the intersection between the machinery and the materials. So we've changed the mission, for example, of our standing trade show that we have in Milan, our Pack Forum. We have a lot of R&D work that now takes place inside of our own Pack Forum in order to make sure that we can produce and develop new materials that are compliant and perform at the same or higher standard. I think that's interesting. That's quite interesting that you mentioned the PPWR before I did. It is our bread and butter, you know. No, but is it that important that you would say that's the overall topic? It's not everything. I mean, there's a lot of other stuff that happens when when we're thinking about automation. There are other stresses than the oil crisis. There are other stresses than the Strait of Hormuz. There is also, you know, there's still a lot of pressure jobs-wise, right? Finding good operators, finding good service people, replenishing staff is a huge challenge that everybody has. So we'd see a lot of activity there. There's always something to improve. There's always challenges around footprint. There's challenges around investment. But if we're considering longer term, PPWR, we see customers now trialing, testing, especially the bigger players are trialing and testing. They're aware that the legislative landscape is changing, 2030, 2032, and so the interest increases, and we've been looking at it for years, trying to figure out how can we meet the new demands. Okay, but would you say that, just in general, the solutions are ready?
Some. Some, okay. No, with care, I mean, we have a lot of development programs going on. A lot of our development dollars are going into trying to find good solutions to meet these needs. Yeah. If we look across the industry, we'd say not just us, but our partners, competitors, everybody's working in this space. Yeah. But ready would be a strong word at this point. Okay, I see. Interpack, of course, is traditionally driven by equipment and automation. It's always been. But where do you see the biggest opportunities today for food producers to improve efficiency and reduce costs, so the both? Maybe. So I spend a lot of my time in the industrial space. Oh. So thinking about the bigger pieces, right? Yeah. The bigger products. Okay. There we have a lot of success, or had a lot of successes with customer in the recent years to automate in the loading spaces. Okay. Right? Everything before, because downstream is well automated at this point. Everything that goes into a square box is easy to handle, but the products with high variability, so if you take apart a carcass, if you have beef, cattle production, like these types of things. Okay. I mean, cheese, especially in Germany, is highly automated, right? Because it has to be efficient. There was a lot of pressure on cost, considering salaries, the Western world in general. Yeah. But now there's a lot of pressure as well on the beef side. But the animal has different sizes. You know, it comes in different shapes and sizes all the time. Of course. So that's a huge challenge in terms of automating it. And we've seen a lot of opportunity to switch from something that's often done by people, loading processes, manual loading processes, to move to our Flowback platform, for example, where we see it often implies that customers have to invest into a footprint change, which is a long-term investment. It's a hard challenge to overcome, but we have a service that we offer from our system and integration teams. Yeah. They help customers to redesign their floor in order to make that viable. So that's something that we've had a lot of success with. So they just try to redefine, but not the whole system? No, it's very specific areas. Okay. Because we felt years ago, we switched CEOs, we had a new guy coming in with a lot of vision around lights out operations, and in reality, there's a lot of downfalls in automating. And most customers struggle to adopt large-scale automation in one go because it carries so much risk. Yeah. So the standard procedure is you take a slice, you take a part of the operation, and you automate that part. Okay. And when that works well, you move to the next part. Okay. So that's what we also accommodate, with the customers, to look at, okay, where's the bottleneck? Where's the weakest link? Where's the best opportunity to gain short-term and long-term as well? Okay. Interesting. We never thought about it. Okay, great. Can you give an example, at least you did, of how system integration and automation delivers measurable benefits in real operation? If there's something, an example. So when we try to build the cases with customers, we look at TOPACO, right? The total packaging cost, we call it. So we look at the operation and say, okay, what does the scenario look like if we implement X, Y, or Z in your operation, and then we show just the cost side. But usually the cost side is not the only thing driving the decision. There's a lot of other elements in there too. So there's, for example? Well, taking care of your operators as well. So there's an ergonomic argument. A lot of countries have a lot of increasing safety requirements and increasing ergonomic requirements, because one of the it's the cost downstream that often gets ignored a little bit. On the obvious side, it's if you work in a, like, again, take the beef environment, if you work in these types of processors, it's hard labor, right? And anything that a company can do to make it easier on the back for their employees, to make their job more ergonomic, is going to be a long-term gain, because there's going to be health costs and detriment to the people's health over time. Of course. And so these things are also big drivers. It's not just the cost or the investment or the money saved somewhere or the amount of products. But the holistic picture is what we really try to focus on. That's what I try to look for, the holistic picture. That's the word I was looking for. Great, of course. But how important is the alignment between packaging materials? I know you're not from the material side, and equipment when implementing automated system, right? You need this connection. It's absolutely key. It's absolutely key. So that's where, between us and our partners, our friends in the industry,
we feel that we have a unique position, especially in that space, because we carry a lot of that application knowledge that is the cross-section between the machinery and the product and the materials. So making it actually work with each other, and that doesn't mean it has to be only our machine that makes it work. There's no exclusivity in it. Okay. We feel the value comes from being with our customers through the journey from the start to the finish. It's not we bring a product and we leave it there. It's we are taking the journey with our customers for the next decades. Oh, okay. And that's the application promise, right? To make sure that, because conditions change, products change, operators change, you know, and we are still there to help and make it work, and especially around that intersection you mentioned. Yes, yes. But talking about decades and also about the BBWR, retailers across Europe are reassessing their packaging strategy. But how does your company, how does Seal support them, or how can you support them when their packaging strategies, when they are maybe just more perfection in, to bring more perfection in that? That's a very hard question to answer. We are trying to predict as well what the market could be doing. Okay. And it's as Mike Tyson once said, everybody has a plan until they get punched in the mouth. So some of our assumptions are turning out to be quite true, some are less so. But we have to be flexible. We have to see which packaging format is the one that can have better outcomes, package the product better than others. Oftentimes we don't know in advance. That's why we're going in many directions in development. So it is the flexibility that we have to bring through this whole process to head towards PPWR. There's a consistency in not knowing what still needs to be changed. There's a lot of lobbying going on to make sure that one or the other area is, you know, maybe not judged as harsh. You know, what is a material that is part of the manufacturing process versus what is packaging? So these types of small differences, they're not completely set in stone yet. And how countries will implement, you know, that's also something we need to track and figure out, is like which solution that today is a standard might get more punished. In essence, to be more sustainable long term in Europe. So of course there will be no general solution, right? You always have to look at the specific cases. No, there's a lot of avenues, a lot of roads lead to Rome. Roads lead to Rome, great. But well, the food service sector is under significant pressure, right? Like any other sectors, of course. But how is Sealed as supporting food service operators, probably through automation? What can you say there? So from an industrial packaging standpoint, we do a lot of work with in the food service spaces when it's about bulk, when it's about mother bag style packaging, multiple products in one pack. But especially here at the Interpack, we're exhibiting our vertical packaging, our pouch packaging. It's a liquid packaging system that we sell also as a two-part fill system. So that's something we do in the food services space. So that's big for us, working with the big QCRs, you know, we're trying to work with companies like McDonald's and so on, where it's key to have solutions that also reduce old formats when you're looking at buckets being used to transport, where you have a huge amount of plastic waste, where there's flexible solutions that are like an immediate improvement to that. Yeah. But what are the reactions of the visitors, probably, when I go to your booth? What do you say? What are the reactions you get? I haven't been at our booth yet. No, this is my first day today, so I'm really looking forward to see how people react, how our customers react. I've read a couple of the notes from the team, so it's apparently been quite positive and informative. It's been a long time since we have exhibited actively at Interpack. Oh, really? It's been a long time. So we're really excited to engage with the people that show up and visit us in Hall 12. Yes, of course, it's worth a visit, of course. Everybody's welcome? Absolutely. You will be there the whole time? Or No. We have a standing staff at the booth, representing multiple languages, of course. So making sure that we can catch everybody that wants to show up and has a bunch of questions for us. Yes. We hope in the next years we're going to have even bigger booths with more products that we can showcase live. So that's something we're looking forward to be back at Interpack whenever we can.
Yeah, very happy that you're back. Otherwise, you wouldn't. Oh, we are sit too. Here. We're excited that we can be back here as well. Yeah. Okay, so everybody's welcome at the booth of Sealed Air in Hall 10? Or? We're in 12. 12, okay, great. That's in B71, I'm being told. Okay, yes. Great. Thank you. But we are at day 3, so it's still plenty of time to visit Sealed Air. And I say thank you very much. Well, I appreciate it. Thank you very much for having us. And please check in with us in Hall 12. Thank you. Thank you very much, Glenn Kirkpatrick. Thank you. And of course, thank you for joining us, for watching this Interpack TV from Düsseldorf. And we'll be back at 11 o'clock with Dr. David Strack and Susie, which is going to be the PPWR check. I'm very excited about that. Thank you once again, and see you. Bye-bye.
Und es geht weiter und weiter und weiter. Hallo, herzlich willkommen, Interpack TV live hier aus unserem gläsernen Studio am Eingang Nord. Heute am Sonntag, am Muttertag, bisschen auch Kindertag auf der Messe, weil natürlich auch viele Ausstellende, die vielleicht hier in der Nähe wohnen, und das sind gar nicht so wenige, sagen so, Papa, Mama müssen auf der Messe arbeiten, aber heute guckt euch mal Verpackung an. Und Mütter sind auch dabei, aber wir haben noch keine Blumensträuße gesehen. Schön, dass Sie dabei sind. Wir reden jetzt über die schöne Banderole. Wenn ich Sie frage, wann hatten Sie zuletzt eine Banderole in der Hand, da würden Sie vielleicht sagen, na, weiß ich jetzt nicht, aber gibt es das so oft, vielleicht um den frischen Frottee-Bademantel im Hotel oder die Zweierpackung Zahnpasta im Drogeriemarkt. Banderolen sind, kann man sagen, eines der unauffälligsten Verpackungselemente überhaupt. Und genau deshalb ja so spannend, denn sie machen das, was die Verpackungsindustrie so dringend braucht. Sie halten Dinge zusammen und das mit sehr minimalem Materialaufwand. So, und bei mir im Studio ein Schweizer Maschinenbauer, der das mit dem Unternehmen, für das er arbeitet, zur Perfektion hinaufgepusht hat. ATS-Tanner Bending Systems aus der schönen Schweiz. Und das ist Claudio Hochstädtler. Ich grüße Sie. Ja, genau. Grüße Sie auch. Danke für. Sagt man Grüezi da, wo Sie herkommen in der Schweiz? Man sagt das ja nicht überall unbedingt. Wie meinen Sie, sorry? Darf ich Grüezi sagen? Ist das absolut. Bei Ihnen auch? Ja, okay. Ja, absolut, ja. Mehr Schweizerisch kann ich leider nicht. Passt soweit. Herzlich willkommen bei uns jetzt. Herzlich willkommen auf der Interpack in Düsseldorf. Für Sie natürlich auch alle 3 Jahre das große Thema. Wie läuft es bisher bei Ihnen? Wir hatten einen guten Start. Die ersten paar Tage waren viele interessante Gespräche, die auch vereinbart waren schon zu Beginn. Jetzt, ja, Muttertag, Sie haben es angesprochen, da konzentrieren sich viele vielleicht auch wirklich auf die Mutter, nicht so wie wir die am Arbeiten sind, genießen das schöne Wetter. Ist etwas ruhiger, aber war ein guter Start und wir hoffen, dass dann Montag wieder weitergeht. Ja, morgen wird es richtig voll nochmal, Dienstag auch. Also da haben Sie auch hier ganz viele angesagt, weil viele eben sagen, wir kommen Montag, Dienstag erst. Erklären Sie uns vielleicht einmal für die, die nicht so ganz fit sind im Banderolieren, was ist das, was unterscheidet das von anderen Verpackungsverfahren, wie zum Beispiel dem Schrumpfen? Ja, grundsätzlich Banderolieren ist einfach, salopp gesagt, ein Band um Dinge herum. Sie haben es sehr gut im Eingang erwähnt, das ist ein minimaler Verpackungsaufwand, minimales Material, das auch eingesetzt werden wird. Und die Vielfalt ist unglaublich groß, was damit gemacht werden kann. Im Speziellen zum Schrumpfen, was im Moment ein Riesenthema ist natürlich auch das Material, das eingesetzt wird. Wir versuchen möglichst auch auf Verpackung mit Kunststoffanteil zu verzichten. Da haben wir viele Lösungen auch, die auf wirklich reiner Papierbasis funktionieren. Zum einen das Material selbst ist dann interessant, weniger Plastik, recycelbar ist ein großes Thema, Trennung der verschiedenen Produktgruppen auch hier und auch nur schon auf die Energie, die gebraucht wird, um so ein Produkt herzustellen, um das Band, um die Dinge herumzumachen. Energieverbrauch bei einer Schrumpffolie, die dann mit viel Strom und Energie und Wärme geschrumpft wird, das ist alles obsolet, ist alles nicht nötig bei uns. Sehr simple Anwendung und trotzdem viel Möglichkeiten damit. Was sind so typischerweise die Gründe, dass sich ein Hersteller für die Banderole entscheidet? Und welche Gründe sind vielleicht auch dazugekommen jetzt erst in letzter Zeit? Ja, dazugekommen vielleicht zu Beginn weg ist dann natürlich auch schon der Druck der amtlichen Seite. Die neue Verpackungsverordnung hat einen massiven Einfluss auf unser Geschäft. Weg von Plastik, hinweg zu recycelbaren Komponenten. Auch sehr stark auf Papierbasis, das ist natürlich ein Riesenschub, der auf uns zugekommen ist. Nur schon vorweg ist natürlich auch die Anwendung, ja, die Effizienz vielleicht, die Geschwindigkeit auf der Maschine, aber schon auch Reduzieren des Volumens an Material, das eingesetzt wird. Die Einfachheit, einfach die Produkte in die Maschine einzuhalten, es wird bandoliert. Und da ist das Interessante auch, es gibt manuelle Maschinen, die kann man hinstellen, Plug and Play, wie es so schön heißt auf Neudeutsch. Simple Anwendung, aber die kann jeder bedienen, ohne große Einarbeitung, bis hin zu komplexeren Systemen, die dann vollautomatisierte Prozesse erlauben. Und da ist die ganze Bandbreite, können wir abdecken damit. Ich habe so 2 Sachen am Anfang genannt, aber es gibt viel mehr. Also wo begegnet uns als Verbraucher vielleicht eine ATS-Made-Banderole, ohne dass wir vielleicht erst dran denken oder es merken? Ja, also die klassische Anwendung ist zum Beispiel ein Multipack, wo mehrere Produkte zusammen gebündelt werden, vielleicht im Kaufhaus, im Geschäft, wo man sagt, ja, ich habe vielleicht die Gemüseverpackung, die 3 Zucchini zusammen, die werden zusammen an den Band gehalten. Und eben das fällt dann gar nicht auf, weil es einfach nicht so stark optisch einen Eindruck macht. Und das wäre so eine klassische Anwendung, Multipacks zum Beispiel, aber auch Multipacks vielleicht für die Pharmacies, für die Pharmaziehersteller von Produkten, die vielleicht dann aus der Box heraus ins Gestell müssen,
Früher waren da jedes Mal eine Kartonbox nötig. Heute ist es die Banderole, die man einfach rausnehmen kann. Man kann sie von Hand aufreißen, braucht kein Werkzeug, um sie wegzureißen. Stellt das Produkt hin und man hat das fertig. Geht aber auch weiter, geht bis zur eigenen Beschriftung vom kompletten Produkt. Eine Tischdecke vielleicht, die ist mit einem Band drumherum, einerseits als Funktion, es hält zusammen, aber auch mit dem bedruckten Band direkt auch schon kein zusätzliches Etikettier, kein Etikett nötig, man kann direkt die Banderole vorbedruckt haben. Das wären so die klassischen Anwendungen, würde ich mal sagen. Aber ja, wie gesagt, endlose weitere Möglichkeiten. Es geht so gut wie alles. Das ist auch ein Versprechen, das Sie auf dieser Messe gegeben haben. So von wegen, bringen Sie uns Ihr Produkt, wir machen eine Banderole rum. Es gibt quasi nichts, was nicht geht. Wo die Grenzen sind, können wir gleich nochmal sprechen. Wir haben dieses Versprechen ernst genommen, wie hoffentlich auch viele andere. Und wir haben einfach mal gesagt, es ist so, wir haben natürlich ein Magazin, Packaging-Journal. Kennt man, gerade im Zeitschriftenbereich wird viel banderoliert, auch im Handel möglicherweise. Absolut, um Bundle eben im wahrsten Sinne des Wortes zu machen. Ist kein Problem. Wir haben auch gesagt, wir naschen sehr gerne, deswegen haben wir ihm noch ein paar Süßigkeiten oben drauf gegeben und Sie haben uns das banderoliert und das können wir uns einmal angucken. Es hat tatsächlich funktioniert. Ja, genau. Was man hier sehr schön sieht, es ist eine eckige Basis, eine runde Oberschicht, sage ich jetzt einmal. Also grundsätzlich nicht das Einfachste, was man banderieren könnte, was man verbinden muss irgendwie ein Stück weit. Weil es zwei verschiedene Größen sind und weil es eine glatte Oberfläche ist, oder? Ja, dann ist halt eine eckig ist, das andere rund, das kann abrutschen und es ist schwierig vom Gewicht her. Aber eben, man hält das in die Maschine, Sie haben das auch gesehen hier, hinein und Knopf drücken oder automatisch und dann hat man das Resultat auf dem Tisch. Ja, und es hält. Und es hält gut. Also da ist Zucht drin, tatsächlich. Ja. Genau. Ohne dass es reißt, das ist ja wahrscheinlich dann die Gefahr. Wir müssen genau den Punkt erreichen, ja, das kann man sehr bevor es reißt. Das wäre wünschenswert, ja genau, das muss ja auch funktionieren am Ende. Ja, das ist sicherlich die Herausforderung dann auch, welches Produkt es sich genau handelt. Hier in diesem Fall Papier, was wir immer versuchen als erste Lösung anzubieten, weil wir haben 100% Papieranteil drin, was für uns sehr wichtig ist und auch für unsere Kunden dementsprechend wichtig ist. Aber ja, nicht überall funktioniert Papier. Wenn man scharfkantige Oberflächen hat, gibt es gewisse Herausforderungen, die wir dann auf anderes Material ab. Kann man sagen, wo es aufhört? Also wo es dann schwierig wird? Bei welchem Material, bei welcher Oberfläche, bei welchem Gewicht auch? Ja, Gewicht ist vielleicht etwas speziell. Es geht um die 20, 30 Kilogramm. Also ist schon viel Power drin in diesem Band. Oberflächen vielleicht wären das so die Badezimmerfliesen, die haben eine scharfe Rückseite auf der einen Seite. Und das ritzt das Papier nur schon dann ein und da ist dann auch das Papier wirklich am Limit dann. Ja. Hat Sie ein Kunde vielleicht in letzter Zeit mal überrascht mit irgendeiner Anwendung, wo er sagte, ob ihr das schafft und dann ging es aber doch? Ja, ein klassisches Bild wäre vielleicht Autopneus zum Beispiel, wo wir einen Kunden gewinnen konnten. Der ist ein Onlinehandel, das heißt, die Pneus werden wirklich mal per Post verschickt. Ja. Und da das sind Reifen, ne? Reifen, genau. Entschuldigung. Macht ja nichts. Mein Schweizer Hochdeutsch drückt etwas durch hier. Ja, genau. Große Reifen. Große Autoreifen, genau. Und die wollten man bandolieren, aber hat einen Basiskarton genommen als Basis, um das Ganze zu verschicken, hat mit 2 Banderolen die Ecken hochklappen und fixieren können. Und das ist auch eine simple Anwendung, die umgesetzt worden ist. Und das ist schon dann eine Herausforderung vielleicht, was ist möglich, oder? Eine andere spezielle Anwendung wäre in Käse zum Beispiel, der dann im Reifeprozess dann mal etwas verlauft, weil er dann Gewicht hat im Lauf der Wochen, in der er reift. Und wir konnten um diesen Käse herum ein Band fixieren, damit der Käse nicht verlauft, nicht an Form verliert und so seine Struktur halten kann. Etwas 2 spezielle Produkte vielleicht aus diesem ganzen Bereich. Ja, aber spannend, ne, woran man denken muss dann zum Beispiel, ne, dass man etwas an Gewicht verliert, auch mit der Zeit. Und das muss ja dann mit eingepreist und eingeplant sein. Das sind sicher die Herausforderungen, die man hat, auch bei Frischlebensmitteln zum Beispiel, auch bei Zucchinis zum Beispiel. Die verlieren auch Feuchtigkeit mit der Zeit, auch wenn sie nur ein paar Tage alt sind. Das sind sicher die Themen, die man uns bewusst anschauen muss. Was kann uns erwarten im Lauf der Haltbarkeit des Produktes? Und sind die Herausforderungen, die man hat. Andersrum ausgedrückt, auch jetzt mit diesen 2 speziellen Beispielen, man denkt vielleicht immer nicht direkt ans Banderolen, an die Möglichkeiten, was möglich ist, aber wenn man sich damit befasst, wenn man sich damit allenfalls konfrontiert, sieht man wirklich, hey, das gibt wirklich ganz, ganz viele Lösungen, die wir anbieten können damit. Also es geht mehr, als man selber denkt und als die Hersteller wahrscheinlich eben auch denken. Was sind denn so Produkte, bei denen Sie vielleicht auch im Supermarkt sich oft denken, ja Mensch, warum denkt ihr nicht mehr über eine Banderole nach? Also wir sehen viel Folie natürlich noch beim Einkaufen.
Sie haben die Zucchini angesprochen. Ich habe mich nicht, doch, habe ich schon mal Zucchini banderoliert gesehen, vielleicht. Gehe ich davon aus, auf jeden Fall. Würde ich darauf wetten, ja. Wenn Sie da so einkaufen gehen, also sagen Sie, mein Gott, das wäre doch auch eine Möglichkeit. Ja, also was ich viel sehe, ist immer noch diese Schrumpfverpackung. Mit Früchten, mit Gemüsen, Äpfel ist ein typisches Beispiel, wo wir wirklich sagen, hey, das ist oldschool, würde ich mal etwas salopp sagen. Das kann wirklich mit der schönen Kartonschale, mit dem schönen Papierband drumherum, ist das eine natürliche, rezyklierbare Lösung, nachhaltig gelöst. Ich denke, da sollten man schon viele bei den Herstellern mal anklopfen und sagen, ich glaube, das ist ein einfacher Schritt weg vom Plastik zu gehen. Ja. Da. Und eine Banderole ist im Vergleich zur Schrumpffolie dann eine Einsparung von wie viel Material? Kann man das so um und bei sagen? Ja, das Material vom Gewicht her ist nicht der wesentliche Teil, würde ich mal sagen. Gewichtsmäßig ist es etwa dasselbe. Der Riesenunterschied ist bei der Erzeugung der Energie, die für die Schrumpffolie gebraucht wird, dass sie schrumpft. Die Hitze, das ist ein Heißkanal mit Wärme und die muss zuerst erbracht werden von der Maschine. Und dort ist der Energieanteil, den wir einsparen können, doch über 90%. Also eine beträchtliche Leistung, die dann nicht benötigt wird mit der Banderoliermaschine dann. Nun ist Banderolieren für sich natürlich nichts Neues. Es wird aber, Sie haben es gesagt, durch die PPWR wichtiger und sicher auch noch mal populärer. Jetzt gibt es auch Papier. Wer jetzt noch eine Folienbanderole hat und eine Maschine dafür, braucht er dann eine neue fürs Papier oder lässt sich da was umrüsten? Nein, da braucht es gar nichts zu tun. Wir können mit derselben Maschine Folie einsetzen, wir können mit derselben Maschine direkt auf Papier wechseln. Das ist der einfache Wechsel. Das Einzige, was bei uns wichtig ist, wir haben ja Folien in verschiedenen Breiten. Was wir auf dem Tisch haben, ist eine 30 mm Folie. Wir gehen noch etwas kleiner, wir gehen noch deutlich größer auf 100 mm. Und die Maschine ist dann spezifisch für das eine Band. Das ist die einzige Einschränkung bei uns. Aber vom Material her, da sind sie völlig flexibel und frei. Und es sind dann, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, es sind wirklich so eine Einzelstation, kann ich jetzt, weiß ich nicht, ich bin Startup und möchte damit arbeiten, dann hole ich mir das und mache das manuell und bei Ihnen gibt es dann aber auch die ganzen großen Linien. Das ist korrekt, ja, man als Einstiegsvariante ist die Standardmaschine sicherlich ausreichend, auch mal etwas Erfahrung zu sammeln, damit zu arbeiten. Und das ist in vielen Bereichen, arbeiten wir zuerst mit der Standmaschine. Und wenn dann die Sicherheit da ist und das Verständnis da ist und man sieht doch, hey, das funktioniert richtig gut, ist dann vielfach der nächste Schritt, ist dann das System, das dazu passt. Wirklich vollautomatisierte Systeme und auch da wieder voll integriert in den Verpackungsprozess des einzelnen Kundens. Das ist dann vielfach der nächste logische Schritt dann, ja. Und eben von einem Unternehmen mit einer sehr großen Geschichte. Seit 90 Jahren gibt es ATS-Tanner. Seit 40 Jahren, jetzt aktuell, ja. 40 Jahren, 40 Jahren, 90, genau, 40 ja. ist aber auch ganz ordentlich. Hier steht es 40 Jahre, Entschuldigung, ja. Aber ist ja auch nicht schlecht. Sie sind seit 2 Jahren dabei? Ich bin seit 2 Jahren mit dabei, ja, genau. Was hat Sie dahin gebracht? Ja, ich habe mich vor 2 Jahren sogenannt so neu orientieren wollen und ich suchte wirklich einen Ort, wo ich meine Fähigkeit einsetzen kann. Ich habe Maschinenbau studiert, ich habe Wirtschaft studiert und wollte wieder zurück in die Industrie. Ich wollte wirklich einen Hersteller, der wirklich was produziert, idealerweise für mich in der Schweiz, als Schweizer natürlich, und trotzdem international aktiv ist. Verkauf international ist ein Ding. Ich persönlich, ich liebe das. Ich liebe es, mit Leuten zusammen zu sein, multikulturell. Und da habe ich die perfekte Situation für mich gefunden und bin seit 2 Jahren sehr glücklich dabei und kann mich da wirklich austoben auch. Wunderbar. Das ist ein Unternehmen, das eben international aufgestellt ist. Sie sind für die internationalen Märkte zuständig. Da haben viele Unternehmen natürlich auch, wir kennen es vom deutschen Markt, auch mit der chinesischen Konkurrenz zu kämpfen, dass da irgendwas günstiger angeboten wird. Wo sind Ihre Punkte, wo Sie sagen, nee, da sind wir einfach weiterhin besser und das kommunizieren wir so auch? Ja, der Aspekt ist sicherlich auch da. Auch wir spüren diesen Einfluss. Grundsätzlich, was für uns sehr wichtig ist, auch der Nachhaltigkeitsaspekt. Die Maschinen werden in der Schweiz hergestellt. 80% der Produkte kommen aus einem Umkreis von rund 60 Kilometer um unsere Fabrik herum. Also dieser Aspekt ist für mich sehr wichtig. Und dann kommt auch die Variabilität davon. Ich habe es eingangs erklärt, diese Tischmaschine, das ist ein kleiner Schritt, für uns ein wichtiger Schritt. Dort haben wir die Konkurrenz. Aber dann diese Variabilität im Produkt, in dem Maschinenaufbau, Setup mit den verschiedenen Varianten und dann einfach bis zu diesen größeren Systemen mit dem Engineering, mit der Entwicklungsabteilung wirklich auf dem Kunden seine Bedürfnisse einzugeben. Das sind wir definitiv einzigartig unterwegs und das zeichnet uns auch aus, diese Möglichkeiten dann auch anzubieten.
Sie sind, wir haben es ganz kurz besprochen, eben habe ich interessiert nachgefragt, weil man natürlich da so viel hört, auch für den nordamerikanischen Markt zuständig. Auch da verkaufen Sie gut. Haben jetzt mit Zöllen zu kämpfen gehabt, die ja dann vom Gericht wieder einkassiert wurden in den USA. Gerade die Schweiz wurde da sehr böse bedacht von US-Präsident Trump nach einem denkwürdigen Telefonat mit ihrer, glaube ich, Bundespräsidentin war es. Also es heißt ja jetzt keine Zölle mehr. Wie ist da der Stand? Also was haben Sie da für Erfahrungen? Ja, man, das ist schon das Ding, weil wir zahlen immer aktuell noch Zölle, aber in einem deutlich kleineren Ausmaß. Ne? Ja, es war 39%, genau. Ja, das war für uns definitiv auch ein schwieriges Jahr natürlich. Wir konnten noch ein paar kleinere einzelne Maschinen konnten wir noch verkaufen, aber ja, das ist schon mit einem System, dann das mehrere 100.000 Franken kostet für die großen Anlagen. Ist es auch der Zoll, der darauf kommt, ist nicht unwesentlich, und da haben viele der Kunden dann schon gedacht, ja, ich habe ein Projekt, ich weiß, das ist dein Produkt, aber lassen wir mal so stehen, oder? Ja. Konnten aber glücklicherweise mit dem Wegfall der großen Zölle, konnten wir dann schon wieder etwas Boden gut machen. Die Maschinen, die Systeme, die wir dann angeboten haben, wurden dann schlussendlich trotzdem noch bestellt, halt jetzt in diesem Jahr, und sind jetzt dran, diese dann jetzt abzuarbeiten und auszuliefern. Also wir machen da wieder Boden gut. Aber ja, ist ein Knick in der Geschichte drin, auf jeden Fall. Ja. Absolut. Aber Sie sind ja nicht nur dafür zuständig, dann Gott sei Dank. Es gibt noch viele andere internationale Märkte, die Sie bearbeiten. Ja, das ist sicherlich, also das war sehr hilfreich. Wir hatten glücklicherweise letztes Jahr ein gutes Jahr in Europa auch, wo wir viele Geschäfte neu auch entwickeln konnten. Da ist der deutsche Markt sicherlich auch hervorzuheben. Wir hatten ein sehr gutes 2025 in Deutschland spezifisch auch. Und das hat dann auch geholfen, das etwas schwierigere Jahr in den nordamerikanischen Markt etwas abzufedern. Wer jetzt über Banderolieren nachdenkt, was sind so die häufigsten Fehler, die Sie bei Kunden sehen, die vielleicht zum ersten Mal über eine Banderoliermaschine nachdenken? Das ist eine schwierige Frage, Schwierigkeiten damit. Wo könnten die Kunden das vielleicht besser machen? Ich denke, nicht im Bandolieren selbst, aber in der Bereitschaft, den Kopf aufzumachen und über verschiedene Lösungen nachzudenken, also früher aufs Bandolieren zu wechseln, weil es gibt endlose Möglichkeiten, wie schon mehrere Mal erwähnt jetzt. Oder? Wir haben die Bandbreiten, die wir einsetzen können. Wir sind industrieunabhängig, das ist das Zweite. Aber auch das Band selbst kann, wie wir es auf dem Tisch sehen, vielleicht nicht so gut, kann vorbedruckt werden. Also wir können auch das Branding, wie es so schön heißt, also wir können auch wirklich die Markennamen aufs Papier bringen. Das sieht dann immer sehr schön aus. Die Produkte, Inhaltsstoffe können wir reintun. Aber auch das Live-Printing, wo wir sagen, ja, das Ablaufdatum oder das Produktionsdatum, die Lotnummer, die muss drauf. Und das ist die Kombination, die uns wirklich dann auch zur Verfügung steht. Und ich denke, das ist der Fehler, den viele Industrielle noch machen. Sie sind noch nicht offen genug. Weil, ich sage mal, klar, wir haben Wettbewerb, Sie haben es angesprochen, auch aus Asien. Aber ich denke, unsere Aktivität geht nicht gegen den Wettbewerb, sondern gegen die anderen Technologien, die wir versuchen zu ersetzen mit dem Band. Und Bending ist Branding. Haben Sie das schon als Markenslogan? Das ist schon definitiv in Einsatz, ja. Super. Wenn jetzt ein Markenartikler oder ein Hersteller zuguckt oder sich dieses Video auch anguckt, Sie können alle unsere Videos sich nochmal anschauen auf den Interpack- und Packaging-Journal-Kanälen. So, wer das jetzt sieht, was ist so der erste Schritt, wenn er sagt, oh, das ist ja interessant, was soll der jetzt morgen, Montag früh unbedingt tun, worüber nachdenken und welche Fragen stellen? Ja, das Schnellste ist, in sein eigenes Produktsortiment reinschauen und sagen, hey, das könnte man bandolieren. Und zumal man sagt, ja, ich könnte mit uns Kontakt aufnehmen, ATS-Tanner aus der Schweiz. Und wir machen sehr gern auch AI-Visuals, also AI-Bilder, künstliche Intelligenz generierte Bilder. Weil dann kann der Kunde direkt sehen, wie es aussehen wird, wenn es bandoliert ist. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, bei einfacheren, kleineren Produkten, wir können auch die Tests anbieten. Wir lassen die Produkte zu uns kommen oder wir können mit der kleineren Maschine auch vorbeikommen, um wirklich dann Tests zu machen, zu lernen, mit dem Produkt umzugehen. Wie könnte es sein? Und dann zu definieren, was ist das Richtige, welches ist das richtige Material, welches ist das richtige Bandbreite und so. Das ist einfach das, was ich würde mal sagen, könnte man am Montag gleich damit beginnen und dann das testen lassen. Oder? So, die Telefone werden jetzt glühen bei Ihnen in der Schweiz und hier werden lange Schlangen sein an Ihrem Stand. Welche Halle sind Sie, wenn wir da vorbeigehen wollen? Wir sind in der Halle 11, Stand D60. Okay. Schön grün, dunkelgrüne Farbe fällt sofort auf. Man sind sicherlich leicht zu finden. So soll es sein. Und das Wort Bandbreite bekommt eine ganz neue Bedeutung. Wobei es geht ja auch schmal, ne? Denn je weniger Material, desto besser. Genau, unser Slogan ist, wir halten zusammen. Das wäre auch ein Slogan, der funktioniert bei uns. Das ist ja auch unser Motto beim Packaging-Journal.
Ganz herzlichen Dank, gute Geschäfte auf der Interpack. Das war sozusagen am laufenden Band. Das war eine bekannte Fernsehshow bei uns in Deutschland. Wobei, die lief, glaube ich, auch in der Schweiz früher, aber da sind Sie noch zu jung für. Sehr lange her. Möglicherweise, kann ich nicht sagen. Okay. Also eine Sonderausgabe von Am laufenden Band Banderolieren. Denken Sie drüber nach. Und hier geht es auch wie am laufenden Band, am laufenden Schnürchen. Wir sind gleich wieder zurück.
Da sind wir wieder mit dem gewohnt schmissigen Intro, Interpack TV Tag 3. Wir haben die Mittagspause mittlerweile hinter uns gebracht, haben neuen Schwung aufgenommen, wie Sie es von uns kennen, und bleiben aber thematisch weiter im deutschen Verpackungsmaschinenbau. Ist ja auch eine spannende Branche. Weltmarktführer brauchen wir hier nicht weiter zu thematisieren, oder vielleicht doch, müssen wir mal schauen. Können wir gerne auch tun mit unserem geschätzten Gast Martin Buchwitz aus der Geschäftsführung des Packaging Valley. Martin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, da zu sein. Ich habe schon immer von so einer Fernsehkarriere geträumt. Ja, die starten wir hier mit. Du hast die besten Voraussetzungen. Wollen wir mal sanft einsteigen in die Messe, in die Interpack 2026. Du bist Vertreter von einem großen Verpackungsmaschinen-Zusammenschluss, Cluster, wie ihr auch sagt. Das heißt, mit vielen Unternehmen hier auf der Messe vertreten, sehr breites Portfolio, breit aufgestellt. Wie ist da das Echo dieser ersten 3 Messetage? Wie würdest du das bisher einordnen? Genau, also genauer gesagt sind es insgesamt 49 Unternehmen. Ja. Davon 17 auf unserem Gemeinschaftsstand. Und ich würde die Stimmung als grundsätzlich mal als gut bezeichnen. Also so die Resonanz ist gut. Wie immer ist es natürlich auch je nach Produkt, je nach Portfolio auch unterschiedlich. Aber grundsätzlich würde ich sagen gut. Was so ein bisschen eine Tendenz ist, wo man sagt, ich glaube, es sind ein Ticken weniger Besucher tatsächlich da. Aber auf der anderen Seite gibt es wieder welche, die wirklich von sehr, sehr guten Geschäften tatsächlich, so wie man es sich wünscht auf der Messe, Abschluss unterschrieben, berichten. Also insofern würde ich sagen, grundsätzlich positive Stimmung. Das ist das auch, was uns so zugespielt wird. Ich bin ja hier ein bisschen gefangen im Studio, werde vielleicht in der Zwischenzeit mal ein bisschen durch die Hallen schlendern können, aber das ist auch uns, was zugetragen wird, und wir kriegen es natürlich hier am Eingang Nord mit. Durchaus belebt, und natürlich gerade um 10, bevor die Messetore öffnen, ist hier natürlich viel los. Nun macht ihr wie jedes gute Unternehmen auch, kommt ihr auch mit einer großen News im Grunde auf eine Messe, so wie es ja eigentlich sein soll. Ihr habt hier vorgestellt, ganz spannendes Projekt mit der Bayer AG, wo es um Digitalisierung von Verpackungsmaschinen geht. Martin, was ist da los? Was habt ihr da geplant? Ja, genau, das ist wirklich spannend. Wir haben jetzt hier eine Pressekonferenz auch gemacht dazu. Im Prinzip ist es eigentlich kein ganz neues Thema, sondern also diese Betreiber von Pharmamaschinen sind übrigens Bayosch sozusagen, das hat den Lead von deren Seite, aber Böhringer Ingelheim und Merck sind auch noch dabei. Die haben schlicht und einfach das Problem, das sind typischerweise Linien, die bestehen halt aus Maschinen unterschiedlichster Hersteller und die müssen vernünftig miteinander reden können. Jetzt sagt man, es gibt da genügend Standards, funktioniert doch alles, tut es halt in der Praxis doch nicht so, wie die das wollen und wie sich das wünschen. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, Thema Qualifizierung, Validierung so einer Maschine. Das heißt, sie kaufen eine Maschine, die läuft 20 Jahre und jede Veränderung würde halt eine extrem große Aufwand bedeuten, was Qualifizierung anbelangt, Validierung anbelangt. Und deswegen ist dieser Grundgedanke im Prinzip zu sagen, vielleicht kann man das ja datentechnisch so aufbauen, dass man sozusagen die Prozesse und die Nutzdaten voneinander trennt. Und die Prozessdaten betreffen die Validierung, die Nutzdaten, die können quasi, mit denen kann noch mehr gemacht werden und da kann auch neue Funktionalität, Stichwort KI logischerweise, draufgesetzt werden, sodass man das quasi die Maschine von den Auswertungen, von der Datennutzung optimieren und aktualisieren kann, ohne aufwendige Validierungen zu machen. Darum geht es bei dem Projekt. Und wir haben da im Prinzip eben so alle aus der nicht aus der Verpackung, sondern aus der Kommunikationspyramide eingebunden, die da irgendeinen sinnvollen Beitrag dazu leisten können. So. Ja, aber wichtig. Und das würde ich ja sagen, ist ja eine eurer ureigensten Kompetenzen, dass ihr in diesem Cluster oder ihr als Packaging Valley da ja im Grunde Kräfte bündelt, wie es nur wenige können. Das muss man ja so sagen. Genau. Vielleicht noch ein Satz dazu. Der Ansatz ist ein sehr schlanker. Ja. Also wir halten erstmal die Gruppe relativ klein, sind in der Summe trotzdem 15 Unternehmen, aber wir wollen einen sehr schlanken Ansatz fahren, bestehende Standards untersuchen, die genau diese Funktionalität abbilden können und dann einen Meta-Standard bilden. Also wir wollen keine neuen Standard definieren, weil die gibt es genügend. Und wir wollen das Ding schnell auf die Straße bringen, also erstmal schlank und dann lieber ausbauen, sodass im Prinzip möglichst früh auch diese Betreiber davon profitieren können. Verstehe. Ja. Nun haben wir ja in der Pharmabranche, nicht nur, aber auch da insbesondere ja die, ich sag mal, Hürde, Datensicherheit, Cyber Security, ist alles mitbedacht in dem Fall.
Das ist definitiv ein Thema. Das wird jetzt im Kern nicht die große Rolle spielen in der Form, als dass wir dort uns um Lösungen kümmern. Das ist im Prinzip ein anderes Feld sozusagen. Also der Kollege von Bayer hat auch gestern gesagt, ganz viele Verpackungsmaschinen im Pharmabereich, die hängen halt nirgendwo im Netz oder im Internet. Also das heißt, das ist kein Feld, das wir direkt beackern sozusagen, aber natürlich immer mit berücksichtigen. Ja, wollte gerade sagen, es war, glaube ich, der gute Matthias Markus von Bayer. Ja, genau. Der bekannt von eurem Packaging-Nachhaltigkeitstag vergangenen Jahr, ist er mir in Erinnerung. Genau, Verpackungsmaschinentag auch. Also gern gesehener, gut gemeinsam unterwegs. Gern gesehener Gast. Aber lass uns noch mal den Blick ein bisschen weiten auf die Branche selbst. Wir haben uns ja vorher so ein bisschen überlegt und da sprechen wir gerade aktuell insbesondere von besonderen Zeiten, herausfordernden Zeiten. Klammer auf, da geht es im Verpackungsmaschinenbau vergleichsweise noch ganz gut. Kann man es so sagen, ja. Wie lange ist das noch so, Martin? Ja gut, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich würde es mal so formulieren. Der deutsche Verpackungsmaschinenbau, den wir ja letztlich vertreten, hat natürlich ein extrem starkes Standing. Aber auch hier wieder unterschiedlich, je nach Branche. Auch dort wieder ganz natürlich und logisch im Pharmabereich, wo alles sehr stark auf Vertrauen aufbaut, auch auf Erfahrung aufbaut, auf lange Prozesse aufbaut etc. pp. Natürlich da noch ein stärkeres Standing, logischerweise. Was wir einfach sehen, ist, es braucht eine ganz klare Strategie. Also jetzt einfach nur zu hoffen, dass es so weitergeht, wie es im Moment ist, das wird nicht funktionieren. Also die Entwicklung und die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt halt ihr auch zu. Da muss man mal kurz einwerfen, es gab Jahrzehnte, da hat es funktioniert. Ja, genau. Und das ist aber auch genau die Gefahr, dass man sagt, naja, das war doch die ganze Zeit so und wir haben uns immer definiert durch unsere Technologie und einfach durch die Stärken, die wir klassisch als deutscher Verpackungsmaschinenbau haben. Und die sind nach wie vor wichtig, aber es kommen noch viele andere mittlerweile dazu. Also es ist einerseits eine gewisse Agilität an den Märkten, weil wir einfach sehen, das kann man ja ganz offen sagen, der Wettbewerb kommt halt einfach aus Asien. Und da wird halt eine Geschwindigkeit an den Tag gelegt, da wird es dann manchmal auch ein bisschen schwindlig. Das heißt, es braucht eine Innovationsgeschwindigkeit auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite müssen wir Deutschen als Maschinenbau halt auch so ein Stück weit von dem runterkommen, nur immer das High-End irgendwie abzuliefern, weil, und da greife ich so ein bisschen auf die Kollegen vom VDMA zurück, eben so diese mittlere Bereich, diese sogenannten Good-Enough-Maschinen, das ist der Markt, der am stärksten wächst und wo wir halt einigermaßen schwach auf der Brust sind. Das heißt, es braucht jetzt Strategien, wie können wir diesen Markt eben auch abdecken und das können wir typischerweise dummerweise nicht unbedingt aus Deutschland tun, weil wir halt eine gewisse Kostenstruktur haben. Okay. Aber wen wollen wir das jetzt konkret adressieren? Also wir wollen es mal als sanfte Herausforderung bezeichnen. Sind es tatsächlich die Unternehmer selbst? Welche Rolle spielt ihr da vielleicht auch als Packaging Valley? Was könnt ihr da als Impulse geben? Ja, also wir haben uns, kommen so ein bisschen her, wir haben uns stark um die Themen Personal, Marketing, Technologie, Nachhaltigkeit gekümmert und fokussieren immer mehr diese Management-Themen, weil wir sehen, die Märkte sind da stark in Veränderung und wir sehen auch die Bedeutung solcher Cluster, wie wir sind, dahingehend wachsen, also es gibt so diesen Spruch, mein Wettbewerber kommt nicht aus der Nachbarstadt, sondern er kommt aus Asien. Und also primär, sage ich jetzt mal. Und unser Thema ist eben zu sagen, okay, was können wir dazu tun, im Prinzip die Innovationskultur, und damit meine ich nicht nur technologische Innovation, sondern ich meine Prozessinnovation, Unternehmensinnovation, Führungsinnovation, in den Unternehmen ein Stück weit zu fördern. Und das machen wir mittlerweile durch teilweise Weiterbildungsangebote. Wir werden sowas wie eine Zukunftswerkstatt anbieten. In Planung ist ein C-Level Summit. Also wir bewegen uns da ganz stark auf dieser C-Level-Ebene, wo eben, einfach jenseits all dem, was irgendwie in Berührung mit Compliance oder Kartell kommen würde, aber einfach vielmehr ein Austausch stattfindet auf der Ebene und man auch schaut, wie können wir Kooperationen noch, also wie kann das Packaging Valley noch stärker eine Plattform für ganz natürlich entstehende Win-Win-Win-Situationen, also für Kooperationen am Ende des Tages werden. Ja. Das ist so unser Fokus, an dem wir ganz stark arbeiten. Ja. Und das auch, wenn ich das richtig sehe, ja dankend angenommen wird. Das heißt, ihr sprecht ja dann eure Mitglieder an und seid ja da auch immer nah dran.
Das ist im Grunde auch, die wollen das auch. Genau, das sieht man, das ist also super hier auf der Messe. Also wir haben diesen Gemeinschaftsstand, ich habe jetzt gerade heute Morgen mit jemandem gesprochen, sagt, und wie läuft's so? Das ist also der Standort, wie läuft's? Sagt, ja super, und wir haben schon mit dem Nachbarn, also auf unserem Stand, eben auch Packaging Valley Mitgliedschaften, haben dort einen Ansatz gefunden, haben mit dem gesprochen, haben dort eine Möglichkeit gesehen. Gut, und mit der Firma XY haben wir auch schon gesprochen. Also da passiert ganz natürlich was wir uns natürlich auch wünschen, weil das so ein wesentlicher Aspekt dessen ist, was wir als Netzwerk machen. Wir wollen die Unternehmen zu aller nutzen, also dass alle davon profitieren, zusammenbringen, und das passiert immer mehr, und das ist für mich wunderschön zu sehen. Da stehe ich da und sage, klasse. Ja, klar. Also das wäre ja wirklich auch ein Ding. Hervorragend. Aber ist dann tatsächlich jetzt, nur um das nochmal, dass wir das richtig klar hinbekommen, ist dann tatsächlich dieses Collaboration is key, ist es der Weg, die Weltmarktführerschaft zu verteidigen? Ich würde sagen, es ist ein Weg. Und dann gibt es aber noch halt ganz andere, sagen wir mal, auch Managemententscheidungen, die was damit zu tun haben. Wo produziere ich, wo entwickle ich, wie setze ich meine Strategie auch von den Marken her auf? Also sprich, manche sagen, ich möchte, wenn ich jetzt, sage ich auch mal einfachere Maschinen mache, dann möchte ich nicht, dass meine Marke, die ja für High Quality, High Technology steht, beschädigt wird. Also ich mache da ein Sub-Brand draus beispielsweise. Andere machen das und sagen, das ist dasselbe Brand, aber es ist einmal Made in India, ist einmal Made in Hungary, ist einmal Made in Germany. Also solche Strategien gibt es, und das sind natürlich Unternehmensentscheidungen. Das ist jetzt nichts, wo das Packaging Valley in dem Sinne direkt was damit zu tun kann. Und da gibt es ja ganz kurz, da gibt es ja im Grunde auch nicht die Lösung für alle. Also da wird es ja nicht den Königsweg geben. Ganz genau. Also wir haben Unternehmen, die tatsächlich, also auch gerade die kleineren, die beliefern überwiegend Europa. Für die ist es im Moment insofern noch kein Thema, wird aber zunehmend ein Thema, je mehr asiatische Hersteller hier natürlich auch in die europäischen Märkte reinkommen. Und wie gesagt, was wir machen können, ist so auf dieser Meta-Ebene und aber auch in diesem Austausch. Einfach zu sagen, wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so. Und dann kann man davon lernen und kann sagen, okay, für uns passt. Und kann ich da was rausnehmen, kann ich da was rausziehen. Aber was essentiell wichtig ist, dass es überhaupt eine Strategie gibt. Also wer heute noch ohne Strategie rumrennt, gilt für Digitalisierung genauso, für Sustainability auch. Das sage ich, Leute, aufwachen. Stichwort Aufwachen müssen wir auch kurz sprechen, weil omnipräsent hier, PPWR, wird oftmals nicht so sehr mit dem Verpackungsmaschinenbau in Verbindung gebracht, weil natürlich sehr packmittelorientiert. Aber wie ist da aus deiner Sicht der Stand der Mitglieder? Ich blicke auf den 12. August. Auch hier wieder sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist auch so ein bisschen klassisch natürlich. Die größeren Unternehmen, die tun sich dann naturgemäß stärker damit beschäftigen, auch weil dort oft der Druck in Anführungsstrich oder sagen wir einfach mal die Anforderungen ihrer Kunden, das sind dann oft diese Brand-Owner oder gerade große pharmazeutische Unternehmen etc. pp. Da kommt halt viel mehr regulatorischer Druck auch her. Wenn ich jetzt mit den kleineren spreche, viele davon lassen sie tatsächlich so auf sich zukommen, was natürlich auch gefährlich ist. Gewagt. Ja, sehr gewagt, genau. Und im Moment machen wir da aber auch ein Projekt dazu, wo es eben auch um die ganzen Datenthemen letztlich geht, auch im PPWR-Kontext, sodass nicht jeder irgendwie das Rad neu erfinden muss. Also über Projekte, die dann aber auf das ganze Packaging Valley ausgerollt werden. Also Projekte erstmal im Kleineren, dass man agil sein kann und dann aber aufs ganze Packaging Valley ausrollen. Das ist so der Weg, den wir gerade ganz stark gehen. Da hast du mir die Stichworte im Grunde schon gegeben, Sustainability, Nachhaltigkeit. Ich sag's mal vorsichtig, vielleicht mit einer anderen Gewichtung auch im Jahr 2026, eine angepasste Rolle im Gesamtkonstrukt Verpackung. Wie nehmt ihr das wahr? Spannend, wir machen gerade eine Marktstudie. Das ist eine Packaging Valley interne Marktstudie, es sind 25 Interviews gewesen. Das macht ein Partner von uns, plus angereichert durch externe Studienergebnisse. Vorgestern war das letzte Interview, also wir stehen da kurz vor Fertigstellung, aber im Bereich Sustainability zeichnet sich schon so ein gewisser Trend ab, der etwas verkürzt gesagt werden kann, und das gilt jetzt auch wiederum nicht 100% für alle, aber so der Trend ist, wenn es bezahlt wird, machen wir es. Wenn es nicht bezahlt wird, können wir es schlicht nicht machen.
Und in dem Spannungsfeld stehen die Unternehmen und auch dort hängt wieder auch stark von der Größenordnung der Unternehmen zusammen. Es gibt manche, die treiben es wirklich sehr aktiv, aus tiefer Überzeugung voran. Es gibt andere, die gehen sehr pragmatisch und es gibt welche, die vielleicht auch ein bisschen eher widerwillig in die Richtung unterwegs sind. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, natürlich, die Bedeutung hat sich verändert, wie du auch schon gesagt hast. Aber das wird uns noch treiben, das Thema, und wir plädieren für den Pragmatismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch das als eine große Chance für Innovation zu sehen. Ich wollte gerade sagen, wir hatten vorhin Carolina Schweigter, die ja, so habe ich sie auch kennengelernt, als Botschafterin im Grunde firmiert, dass ja gerade diese PPWR-Geschichte, ich sage es mal sehr flapsig, die Datenerfassung ja oftmals den eigenen Unternehmen hilft, wenn man Klarheit darüber hat, was passiert eigentlich bei mir oder was liegt eigentlich vor. Und dass dieser Benefit halt oftmals bis dato zumindest nicht thematisiert ist. Ganz genau. Und das ist so das, was wir auch versuchen, da im Packaging Valley genauso zu kommunizieren und eben auch, wie gesagt, so pragmatische Lösungen zu arbeiten, die dann so ein Stück weit auch das Leben vereinfachen an der Stelle, sodass es nicht so als regulatorisches Hindernis, sondern das hindert mich am tatsächlichen Arbeiten, sondern wirklich diesen Nutzen rauszuziehen, zu sehen, und wo kann ich das wirklich so nutzen, dass es mir einen Wettbewerbsvorteil bringt. Genau, einen Wettbewerbsvorteil auch im Sinne Richtung Kunde. Genau. Also das ist genau, Richtung Markt, Richtung Kunde, da halt vorne dabei zu sein, weil früher oder später kommen halt die Anforderungen tatsächlich und dann halt mit Nachdruck. Auf jeden Fall, ja, 100%. Ja. Wenn wir uns wiedersehen, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, aber auf der Interpack 2032 wiedersehen. Ja, Martin, ja, sind wir beide noch jung und frisch und du hast deine Fernsehkarriere dann sowieso am Laufen. 32, das ist ja... 6 Jahre. 6 Jahre, wow, okay. Und wir blicken ins Packaging Valley, wir blicken auf den deutschen Verpackungsmaschinenbau vielleicht auch. Okay. Über welche Themen sprechen wir dann? Über welche Themen sprechen wir vielleicht auch gar nicht mehr? Vielleicht ist das die spannendere Geschichte. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also im Moment durch diese dynamische Entwicklung über 3 Jahre wäre es mir ein bisschen einfacher gefallen. Über 6 Jahre ist es tatsächlich nicht ganz so einfach. Machen wir mal 3. Machen wir mal 3, weil dann haben wir ja auch schön das Jahr 2030 als Schlüsseljahr, Stichwort PPWR vor uns. Ja. Also ich glaube, dass ganz generell der Trend dahin geht, dass man noch viel, viel stärker her vom Prozess denkt, vom Produkt her denkt und in dem Folge sozusagen vom Kunden her denkt. Also so die Maschinenbauer werden immer mehr zu Prozesslieferanten sozusagen. Ja. Also das sehe ich ganz stark, diese Entwicklung dahin. Systemlieferanten ja auch im Grunde. Systemlieferanten, genau, Problemlöser sozusagen. Problem ist sehr gut. Lösungsanbieter. Also in die Richtung entwickelt sich das Ganze. Wenn ich jetzt mal den Weltmarkt betrachte, dann ist es natürlich das würde ich jetzt eher als eine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass wir nach wie vor weltmarktführend sind als deutscher Verpackungsmaschinenbau. Klammer auf, es braucht aber die Anstrengung, die Dinge, über die wir vorhin gesprochen haben, Klammer zu. Ja. Ich glaube ganz sicher, dass Nachhaltigkeit auch in 3 Jahren noch ein super wichtiges Thema sein wird, aber auch viel, viel natürlicher integriert sein wird in das ganze, sozusagen das ganze Doing, wenn man so will. Ui. Und auch noch in einer sehr viel stärkeren Zusammenarbeit der Player. Also ich glaube, dass es in Zukunft noch viel wichtiger ist, dass Anlagenbetreiber, Maschinenbauer, Verpackungshersteller, Materialhersteller und in unserem Fall auch die Komponenten- und Systemlieferanten der Automation und sagen wir, der Wertschöpfungskette. Oft unterschätzt. Genau. Sehr gut. Ja, total. Weil dass die noch viel, viel mehr gemeinsam unterwegs sind, also sich viel mehr im Austausch stehen, um die PS noch besser auf die Straße zu bringen und noch stärker in Richtung standardisierten Lösungen zu gehen. Also Standards ist natürlich seit langer Zeit ein Thema, aber es wird noch viel zu häufig nicht über den eigenen Garten rausgedacht. Ja. Also auch raus aus dem Silo-Denken im Grunde. Genau, Martin, ganz genau. Das war ja oftmals auch... Ja, also die Entwicklung sehe ich, würde ich jetzt Stand heute sehen. Ja, aber das ist ja ein relativ positiver Ausblick. Also ich sehe absolute Chancen. Also absolut. Wie gesagt, es braucht hier, kommt nicht von allein, kein Selbstläufer. Ja. Aber, wie man so schön sagt, wenn wir unsere Hausaufgaben machen und das tun, was wir wissen als Branche, dann bin ich da absolut optimistisch. Einfach wird es nicht, aber es ist realistisch machbar. Machbar.
Ich glaube, viel positiver kommen wir nicht raus jetzt aus der Nummer. Absolut. Martin Buchwitz aus dem Geschäftsführungspackaging Valley. Herzlichen Dank, Martin. Ja, war super. wunderbar wieder, wie immer mit dir. Ebenso bin ich. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Interpack 2026. Dankeschön, ebenso. Wir haben noch 4 Tage vor uns. Okay. 4,5 sogar. Ja. Ziehen wir durch. Herzlichen Dank. Ja. Bis bald mal wieder. Ja, danke dir. Und mir bleibt nur Ihnen wieder zu danken für Ihre Aufmerksamkeit. Es geht in wenigen Minuten weiter bei uns. Wir wechseln kurz das Thema, aber es bleibt natürlich spannend. Herzliche Grüße von der Interpack 2026. Interpack TV Live. Bis gleich.